Ho, 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 ho. Guten Morgen. Ja, vielen lieben Dank für den Raid, Bärenhummel. Ganz lieben Dank. Euch allen eine frohe Weihnacht. Ganz lieben Dank auch für den Follow. Blackie. Und auch dir, Nicky Nightmare. Ganz lieben Dank euch. Greetings, my friend. So, guten Tag. Haben Sie nichts anderes zu tun, als am Computer rumzujödeln hier? Und ganz lieben Dank dir für den Follow. Hier ist Ellie und der Hibi. Auch dir ganz lieben Dank. Jetzt kommt gerade so ein bisschen Grafik nicht hinterher. Da müssen wir mal eben durch. Ja, mir geht's gut soweit. Den ersten Weihnachtsfeiertag ganz gut überstanden. Total vollgefressen, ehrlich gesagt. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt sitzen kann. Ich bin aber gerade schon eine gute Runde auch mit meinen beiden Hunden gelaufen, um das Ganze so ein bisschen wegzukriegen. Also dieses Völlegefühl, ne? Man kennt das Völlegefühl. Ah. Ja, es gab Pute mit leckerem Rotkohl und Klößen. Und ja, da habe ich mich leicht... da waren die Augen größer als der Magen offensichtlich. Ja. Ich hoffe, ihr habt es euch auch gut gehen lassen. Okay, ihr habt Just Chatting gespielt, ja eher weniger gespielt, sondern eben gechattet. Okay, und davor habt ihr wahrscheinlich Civilization gespielt. Gehe ich schwer von aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ihr das die ganze Zeit gemacht habt, weil du warst ja, glaube ich, auch dann recht früh heute Morgen schon dran, Bärenhummel. Wenn ich es richtig vom Plan her noch weiß, irgendwie ab 10, 11 Uhr oder so. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Skyrim und dann Robert Mark Lehman. Okay. Was ist Robert Mark Lehman? Si mucho. Hallöchen, liebe Raider. Ganz lieben Dank euch allen. Doku geschaut. Ah, okay. Was wurde dokumentiert? Oder bin ich jetzt... Mir sagt der Name gerade überhaupt nichts. Er hat sich mir noch nicht vorgestellt. Zumindest nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Robert Mark Lehman. Schimpansen im Regenwald. Ah, okay. Ah. Das ist natürlich schön. Okay. Schimpansen und Schuhschnabelvögel. Sehr gut. Sehr gut. Blackie. Ja, dann dir eine gute Nacht. Vielen lieben Dank nur noch fürs Reinschauen, fürs Mitraden und natürlich auch frohe Weihnachten dir. Eine gute Nacht. Ganz lieben Dank auch für den Follow. Ah, da fällt mir ja sofort immer hier Gorillas im Nebel ein, ne? Aber das ist ja dann auch ein richtiger Film, der auch so todtraurig ist. Biologe, Tierfotograf, Umweltschützer und YouTuber. Okay. Also er nutzt dann alle Kanäle, um da aufmerksam zu machen. Das ist gut. Das kann man ja wirklich nur unterstützen. Schön. Und da habt ihr jetzt eine aktuelle Dokumentation bekommen. Mit angesehen, nehme ich mal schwer an. Oh Gott. Ja, hier ist Ellie. Das sind jetzt so allgemeine Befehle. Wir haben für die Taverne extra ein paar Befehle, die man mit TAFCOM einsehen kann. Und ich weiß auch gar nicht, warum mein schönes Pergament da gerade nicht da ist.
Da muss ich noch die Sites verändern. Seht ihr, gut, dass wir das ausprobieren. Wo ist es? Ja, das ist total einiges. Zumal bei mir das durchaus wechselhaft ist. Also die Befehle sind durchaus wechselnd mit den Sichten hier in der Taverne. Und auch während der Spiele gibt es durchaus immer andere Befehle, die da greifen. Andere sind dann eben deaktiviert. Genau das gleiche auch mit den Kanal-Punkte-Belohnungsgeschichten da. Auch die wechseln bei mir gut durch. Also man kann ja mal wieder was Neues entdecken, weil vielleicht das ein oder andere im Hintergrund gerade irgendwo schlummert und noch gar nicht aktiv geschaltet ist und dann wechselt die Ansicht und dann ist was anderes wieder da. So, da wollte ich jetzt eben mal ganz schnell, da muss ich nämlich ganz schnell mal hier meine... So. Da muss ich mir mal ganz schnell meinen Tisch rechts nicht, dass der nicht mit ranzoomt. It is all thanks to you. Ganz lieben Dank dir für den Lurk. Ich glaube, du bist sowieso jetzt auch gerädert, ne? Du hast ja dann ordentlich jetzt schon gemacht, 12, 13 Stunden irgendwas. Noch ein Stück Fleisch an ins... Da gehe ich schon her. Mach das. Dann dir eine gute Nacht. Schon mal. Ja, also ich wollte jetzt eben noch mal ganz kurz hier ein bisschen was in der Taverne noch mal glatt ziehen, was mir gestern auch noch aufgefallen ist in der Ansicht. Und dann werden wir gleich die 3. Episode von The Council weitermachen, wo ich gestern ja schon weitergespielt habe. Also gestern habe ich die 2. Episode gespielt. Und heute wird es dann eben logischerweise die 3. Episode. Ja, das ist so der Plan. Es sei denn, jemand hat irgendwie einen ganz tollen Einfall, den wir natürlich dann gerne auch gucken, ob wir den umsetzen können. Wie ihr wollt. Ich bin da ganz frei. Es ist ja Feiertag, ne? Yay. So. Ja, ich hoffe, ihr konntet alle schön Weihnachten soweit feiern. Nein, ich glaube, ich werde meinen Stream Oh, it's you. tatsächlich nicht improven müssen. So. Zack. Kennt jemand von euch das Spiel The Council?
werde das im Hintergrund schon mal aufrufen. Sagt ihr tatsächlich nichts. Okay. Also sagen wir mal so, es wird sehr... ja, ich will jetzt nicht sagen gruselig, aber es ist doch, es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Es geht um Okkultismus, es geht um Agenten, es geht um Mordfälle. 1793 spielt es. Und wir, also die Hauptperson dieses Spiels, ist durch die Mutter, die verschollene, bis dahin erstmal verschollene Mutter, Mitglied in einem Geheimbund. Und gerade bei einem, ja, was ist der? Einem Baron, der hat eine Privatinsel und dorthin hat er verschiedenste große Charaktere der Zeit eingeladen. Und auf dieser Insel, in dem Herrenhaus von diesem Baron, ja, gehen halt merkwürdige Dinge vor. Ja, ich finde es unglaublich interessant. Vor allen Dingen ist das Setting und die Atmosphäre in diesem Spiel unglaublich gut. Wir können mal schauen. Ich habe das ja... ich guck mal, ob wir da... Ja, ich glaube, ich werde gleich mal einmal... Damit wir alle auf den, ja, weiß nicht, gleichen Wissensstand hört sich jetzt schwer an. Ich glaube, wir werden mal ganz kurz uns einen YouTube-Trailer dazu anschauen. Zumindest von der ersten Episode. Damit ihr alle so ein bisschen mit reingucken könnt. Dazu werde ich mal ganz schnell eine neue Source hier anlegen. Dann machen wir das jetzt mal einmal in der Tavernenansicht. Das sieht gut aus. Ha! So gar nicht. Hust, hust. Mal eben gucken, ob wir das so einbinden können hier überhaupt. Ui, okay, so geht's nicht. Wir machen es anders. Ich werde das mal ganz anders hier anmachen. So, das nehmen wir mal raus. Wenn wir hier schon mal runterziehen, die Regler. So, und dann gucken wir mal ganz schnell. So. Council. So, ich hoffe, man hört was. Hallo, hier ist Dennis Hiller von Gamers Global mit dem Test zur ersten Episode der Mad Ones von The Council. Hierbei handelt es sich um ein Spiel, das wie die Telltale-Titel der Gattung Story Adventure zugeordnet werden kann, aber einen optisch realistischeren Ansatz verfolgt.
Entwickler Big Bad Ich Wolf hatte schlägt schon außerdem auch spielerisch einen etwas anderen Weg ein. Quicktime-Events gibt es keine, dafür stehen bestimmte Dialog- und Handlungsoptionen zur Verfügung, wenn ihr über die richtigen Fähigkeiten verfügt. In The Council schlüpfte in die Rolle von Louis de Richet im Jahr 1793. Dieser ist nicht nur Mitglied des mysteriösen Geheimbundes Goldener Orden, sondern auch fieberhaft auf der Suche nach seiner Mutter, die zuletzt auf der Insel des undurchsichtigen Lord Mortimer gesehen wurde. Wie es der Zufall so will, ist Louis auf einer Party auf der Insel eingeladen und nutzt die Chance, das Verschwinden der Frau Mama zu untersuchen. Mit historischer Korrektheit nimmt es The Council nicht so genau. Und so befinden sich neben euch noch andere Gäste auf dem Eiland. Darunter eine britische Herzogin, ein italienischer Kardinal sowie gar George Washington und Napoleon Bonaparte. Während ihr das Herrenhaus von Lord Mortimer untersucht und dort mit den Bewohnern sprecht, müsst ihr stets auf eure Handlungen achten, denn diese haben deutlich spürbare Auswirkungen auf den späteren Spielverlauf. So gilt es unter anderem, einen Streit zwischen dem hitzköpfigen Jacques Perrus und der leicht geistesabwesenden Elizabeth Thomas zu schlichten. Mit dem Hintergrundwissen, dass George Washington gerade das Zimmer der Dame durchsucht, weil er sie für die tot geglaubte Tochter seines Vizepräsidenten John Adams hält, habt ihr nun folgende Möglichkeiten. Schreitet ihr ein, flieht Elizabeth und George wird möglicherweise entdeckt. Schaut ihr dem Streit tatenlos zu, wird der Frau von ihrem Gegenüber vielleicht Gewalt angetan. Als Gentleman von Welt habe ich der Dame natürlich geholfen und den Schuft in seine Schranken verwiesen. An dieser Stelle wirkt sich auch das Rollenspielsystem von The Council auf den Spielverlauf aus. Da ich mich am Anfang für die Klasse des Okkultisten entschieden hatte und damit das Talent der Manipulation beherrschte, konnte ich Jacques daran hindern, mir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Neben dem Okkultisten stehen euch auch noch der Diplomat und der Detektiv als Startklasse zur Auswahl. Diese bestimmen eure Startattribute, im weiteren Spielverlauf schaltet ihr aber dynamisch neue Werte sowie neue Skillpunkte frei. Letztere dürft ihr danach frei auf verschiedene Talentstufen wie Ablenkung, Psychologie, Überzeugung oder Logik verteilen. Auf diese Weise können sich euch einerseits komplett neue Wege eröffnen. Andererseits ist es aber auch möglich, dass ihr aufgrund mangelnder Skills gewisse Gelegenheiten verpasst. Doch das fand ich weitaus weniger schlimm, als es klingt, da ich so gleich Lust bekommen habe, es noch einmal anders anzugehen. Dann werden wir auch schon mal den Streamtitel ändern. Um die auf Talenten basierenden Aktionen auszuführen, sind Konzentrationspunkte nötig, die ihr entweder durch bestimmte Handlungen oder das sogenannte Gilet Royal auffüllt. Gehen euch die Konzentrationspunkte aus, müsst ihr aber natürlich trotzdem nicht gelangweilt in der Ecke stehen. Neutrale Gesprächsoptionen stehen immer offen. Wichtig in den Gesprächen mit anderen Charakteren ist zudem, dass ihr deren jeweilige Stärken und Schwächen kennt. Emily ist beispielsweise anfällig für Antworten der Psychologieklasse und kann so leichter von bestimmten Handlungen überzeugt werden. Technisch ist The Council nur bedingt gelungen. Das Herrenhaus ist stimmig gestaltet und ich habe mich direkt ins Jahr 1793 versetzt gefühlt. Auch die Charaktere sind gut getroffen. Seien es die aufgrund ihrer Vergangenheit verstörte und mit Narben übersäte Elizabeth Adams oder der gepuderte, mit weißer Lockenperücke gekleidete Sir Gregory Home. Allerdings kranken die Figuren an seltsamen Gesichtsanimationen. Emotionen werden des Öfteren falsch oder auch schon mal gar nicht dargestellt. Zudem ist das Kantenflimmern in der von mir gespielten PS4-Version sehr auffällig. Vermutlich war der Ansatz, eine leicht stilisierte und doch realistische Grafik abzubilden, etwas zu ambitioniert für das Team. Auch beim Sound ist nicht alles im grünen Bereich. Während die Dielen im Haus schön knarzen und die Musik meist passend im Hintergrund fiedelt, sind die meisten der englischen Synchronsprecher schlicht unterdurchschnittlich. Das ist oftmals den Akzenten geschuldet. Ob spanischer, britischer oder französischer Einschlag, die Charaktere klingen häufig eher nach schlechten Imitationen als ernstzunehmenden Personen. You must know that I am deeply sorry about our disappearance, but I must validate the deal urgently. Die erste Episode von The Council lässt mich mit gemischten Gefühlen zurück. Ich konnte die ersten Charaktere ganz gut kennenlernen und habe auch schon die ersten Flecken auf der einen oder anderen Weste gefunden. Jedoch dreht die Geschichte nach 2,5 bis 3 Stunden genau in dem Moment den Hahn zu, in dem sie gerade an Fahrt aufnimmt. In den 4 Abschnitten des ersten Kapitels erforsche ich das Anwesen, treffe die ersten Entscheidungen für oder gegen bestimmte Personen und entdecke sogar schon ein mittelgroßes Geheimnis. Jetzt will ich wirklich wissen, wie es weitergeht.
Interessant finde ich auch die Verknüpfung von Story, Adventure und Rollenspiel. Durch meine gewählten Attribute kann ich in bestimmten Situationen glänzen oder die anderen Charaktere gekonnt gegeneinander ausspielen. Dadurch bleiben allerdings auch manche Handlungsstränge verschlossen und es fühlt sich so an, als würde ich etwas verpassen. Allerdings erhöht dieser Faktor auch den Wiederspielwert. Ganz und gar nicht anfreunden konnte ich mich hingegen mit den Synchronsprechern. Die klingen bisweilen doch arg albern und passen damit wunderbar zu den fragwürdigen Gesichtsanimationen. Ob Louis es in den nächsten 4 Episoden schafft, seine verschwundene Mutter zu finden, interessiert mich ehrlich gesagt weniger. Stattdessen gilt meine Aufmerksamkeit den Intrigen und Geheimnissen, die sich im Zusammenhang mit den anderen Partygästen und dem nebulösen Gastgeber auftun. Wenn The Council die bisherige Qualität hält, kann ich es Freunden von Story Adventures der Marke Telltale nur empfehlen. Diesen Test gibt es als Video und Audio. Weitere Informationen zu The Council findet ihr auf gamersglobal.de. So, und dann gehen wir auch mal zum Spiel. Uiuiui. So, triff dich mit den anderen Gästen im kleinen Wohnzimmer. Ja, wo war denn das kleine Wohnzimmer? Im Zweifelsfall werden wir die Wache fragen. Oder den Diener, besser gesagt. You are expected in the small salon, sir. Oh. Ja, okay, da ist es also offensichtlich nicht, aber anstelle, dass du mir mal sagst, wo ich jetzt hin muss. Kleinen Salon. Wo geht's denn hier zum kleinen Salon? Turmzimmer? Nein. Das sind ja die ganzen... Da müssen wir wahrscheinlich hier runter irgendwo. Ich laufe mal eine Runde. Kommt hier sonst kaum außer Atem bei dem Spiel? Außer aufgrund dieser Abscheulichkeiten, die da vor sich gehen. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? About last night, I'm guessing. Sadly, no. Even if I'd like to have, alas. There are more pressing matters. I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Ja, das stimmt. Die haben gemeinsame Sachen gemacht. Jetzt die Frage, kann man ihr vertrauen? Oder lieber doch nicht? Das wird jetzt schon einen Punkt kosten. Tja, irgendwelche Vorschläge? Sollen wir ihr mal trauen oder sollen wir ihr nicht trauen? Das ist jetzt so die große Frage. Also sie ist auf jeden Fall eine Spionin. Also wirklich eine. Das wissen wir schon. Und sie hat natürlich dann schon auch versucht, hier ihren weiblichen Charme auch bei uns da, bei dem ich vergesse immer den Namen von ihm. Moment. Wie heißt er? Da, Louis de Rocher einzusetzen. Und die Mutter, die sieht auch nicht wirklich vertrauensselig aus, ehrlich gesagt. Und die hat auf jeden Fall schon jemanden umgebracht, nämlich sie hier. Nee, wo ist er? Emma. Emma, nein. Hier ist. Komm, wechsel. Wieso sehe ich denn zweimal Emma jetzt hier? Achso, das sind die Zwillinge. Moment, wo ist denn die wir jetzt verloren haben?
Ist sie gar nicht mehr dabei? Doch, da. Sie. Sie ist nämlich schon umgebracht worden. Und dann noch immerhin die Tochter des Vizepräsidenten der USA. Also, unglaublich. Ich mach mal das hier. Ich behalte es mir erstmal für mich. Wir können es hier bestimmt immer noch. Oh, really? Die hat Dreck am Stecken. Ja, das denke ich auch. Ja, ja. Of course she did. After all, Die- she's your sister. Well, we'll find them, Emily. Trust me. Hm. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Tja, und jetzt von der Vision erzählen? Ja, wir machen There's wir something mal. else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go. Ja, genau. I know, Louis. I found out that same evening. Ach, guck mal an. Our Aber sie friends sagt es mir stopped nicht. trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. Stimmt, mit dem Buch, da sind wir auch schon auf die Schliche gekommen. Make sure no one would ever find it Im again. Ende der Episode 2. Danach brachte sie Emma kaltblütig um, sodass niemand das Buch je wiederfinden kann. Tja, aber aus welchem Grund? Das ist jetzt die Frage. Und woher weiß sie das? Schade, dass ich nur eine Frage stellen kann. Jetzt ist die Frage, woher weiß sie das jetzt, dass das mit dem Buch und mit der Emma die Mutter war? Oder lieber die Frage, aus welchem Grund die Mutter die Emma umgebracht haben könnte und das Buch, um das Buch versteckt zu halten. Ich glaube, die Frage bringt uns dann doch weiter. I don't know, Louis, but I'll find out. You can count on that. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. You're very kind. It means a lot to me. But you do realize your mother will My have pleasure. to accept the My consequences pleasure. of her acts. Natürlich. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. We'll speak about it later, somewhere safe. Come, Louis. Und da They're hinten waiting hört man schon for us. irgendwelche wilden Diskussionen. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Ja. Aber kaum war dieser da, hat er sich schon mit Monsieur Peru angelegt. Ja, aber warum? And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long. Das ist übrigens George Washington. How could you dare do such a thing? Und Bonaparte, den sehen wir da hinten rechts in der Ecke. What made you kick up such a fuss? What? Have you not Und das ist der Gastgeber, der Weißhaarige, der Grauhaarige. Yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? The King of France is dead, gentlemen. Our Hey. monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. Und das ist dann ein Würdenträger der Kirche auch noch. Don't pretend to be surprised. Not a fair trial. Ridiculous. Bastard. He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote. Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible.
This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Ja, Gott sei Dank habe ich Psychologie. Wir werden, genau. Wir werden erst uns alle beruhigen hier. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richer. Are you related to Sarah de Richer? Sarah is his mother, Duke. Ja, Gentlemen, sind wir. this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond. Jetzt geht's wieder um große Politik. Oh, rest assured, the response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Und er macht sich wieder aus dem Staub. Der Gastgeber, das ist natürlich auch wieder gekonnt. Could you spare a moment, please, sir? Glad you ask. I want to talk to you too. Of course. I heard about your mother's disappearance. Okay. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Schwierigkeit 3, Ablenkungsstufe 2 habe ich und es reduziert um 3. Dann nehmen wir auch das, weil das kostet mehr Punkte. To hear you speak, you seem to know my mother well. Not really. Ah, okay. Und er hat auch eine Ablenkungsschwäche. Das ist schön. Some weeks back, we had a very pleasant discussion. She's an exceptionally learned lady with a good head for business. Okay, erste erfolgreiche Phase. I agree. Did she tell you about our arrangement? Okay, das kostet wieder 3. Das kostet auch 3. Deswegen ist er so erfahren. Zum Reden. Ja, dann wir wollen ja was erfahren. Well, she was planning to sell me a very old. Ach, sie wollte das I will make no ihm secret of the fact that I'm geben. passionate Aha. about the subject. And when Sarah spoke to me about it, her account literally had me enthralled. I can think of nothing else since. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Nee, wenn ich das Buch bei ihr gefunden hätte. Oh, die letzten 3 Punkte. Übel. As my mother's got so many old books, I'm afraid I won't be able to. Oh, it's easy. You can't mistake this one. It's an ancient grimoire composed of 7 parts. Ich werde mir mal so ein Each paar one Punkte hier wieder is auffüllen. closed under lock and key. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. If you find it, you mustn't tamper with it. You see? That's unusual. Das ist sehr ungewöhnlich. That doesn't ring a bell. Es scheint hier ein sehr außergewöhnliches Buch zu sein, was wir da suchen. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Der hat irgendwas so mit Okkultismus und so weiter zu tun. Also ganz koscher ist er auch nicht. Zumindest ist das, was ich bisher weiß. Oder ne, der Richer weiß.
in Paris. Genau. Do you know him? Nein. Ich mach mal ja. Indeed, my mother and I had a brush with this individual just a few months ago. What about? About an object stolen from the Order a few years ago, which my mother wanted to recover. This situation comes as a great surprise to me. I got him now. I hope I've been Okay, able to ich habe satisfy ein your curiosity. Intuitionstalent bekommen, das ist schön. And that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Wollner. You're the one who Ja, von Burchard was genau. planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for Das merken wir, does not appreciate dass wir da ein anyone sehr gefährliches Spiel poking spielen. around in his business. Let me guess. Hol? It's Sir Gregory. Correct. You ought to know then. He is not a man who likes to be duped. You are Nicht. walking on thin ice, sir. You better go and check out the painting in Lord Mortimer's study. Okay, wir können uns wieder umgucken. Oh, ich liebe es. Da gibt's schon was. Da gibt's schon eine Truhe. Die wir wahrscheinlich nicht öffnen können. 5 circles on this chest. 5 Kreise? Ne, haben wir nicht. Haben wir schon? Okay, Moment, dann. No space left. I'll retrieve it later. Genau. Gehen wir mal hier rechts rum. Und immer bei dem Spiel auch nach oben gucken. Ah, da sind sie doch wieder. Nee, da müsste ich einen Punkt für ausgeben. Da auch. Ah, Mist. Wenn ich jetzt wüsste, was da drin ist, ob sich das lohnt. Also, die Gelee Royal, die sind ganz wichtig, damit man diese Punkte hier auffüllen kann. Die Konzentrationspunkte. Und die sind wichtig für all die Konversations- und Konfrontationsbegegnungen. Alles andere haben wir ja sowieso schon hier auf Maximum. Gott sei Dank. Ja, gut, wir gucken erstmal, was wir sonst noch hier so finden. Buch ist immer gut. Amber Princess. As I recall, Lurker was my favorite character. Okay, da oben ist nix. Oh, auch schicker Raum. Kommt man sich wieder vor wie in Versailles. Ist irgendwas verbrannt worden? Nee. Okay. Was können wir denn hier noch finden? Nein. Und Bonaparte sitzt da in der Ecke. Ja, sind wir ja schon einmal rum. Na gut, dann gehen wir mal zu Napoleon. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? Ja, was ist denn Would you hier mit have der any Konferenz? more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent.
Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Macht Sinn. Macht Sinn. What do you think of Duke Godoy? Well, Duke I'd rather Godoy. not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Mhm. Hm. Tja. Gute Frage. Das kostet sich zumindest nichts hier an Punkten hier unten. Und da ich das nicht richtig habe, kostet mich das wieder einen Punkt. Den würde ich ganz gerne behalten. Dann nehmen wir mal I'm das sure hier. that a soldier such as yourself is not interested in vulgar rumors. Quite right. If only this cursed gossip didn't come to stain the uniform he has the audacity to wear. Don't you find him worthy? But how could he be, monsieur? He never sets foot on the battlefield, too occupied with charming the queen. Have you any idea of the number of titles that coward has won in just a few years? No, not really. 10! And that Don Juan spends the best part of his time under the queen's skirts. Mhm. The bugger must have some hidden talent, given all of the gifts she gives him. I understand your point of view. Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. Mhm. I hope to speak with her about my deal before I leave. Das Let kann ich me mir know if you vorstellen. find her. À plus tard, monsieur. Na gut. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Durch die Tür? Kommen wir durch die Tür raus? Tatsache. Lecter, grüß dich. Moin, moin. Alles tutti. Ja, ein bisschen vollgefressen, aber ansonsten ist alles in bester Ordnung. Ja, nee. Da muss ich jetzt nichts machen. Gibt es hier noch was zu entdecken? Da ist was. Ja, witzig. Ich kann mich da hinsetzen. Das ist großartig. Okay. Dieser große Zeus oder was das auch sein soll, ist ja schon imposant. Oh oh. Ja, gut, haben wir genug geguckt. Gehen wir mal weiter im Text hier. Die Rams führen 31:6, okay. Ja, ich habe das Spiel mit den Miami Dolphins noch gesehen. Das war jetzt nicht ganz so geschickt, was der Tuivasa gemacht hat. Wo kommen wir denn da hin? Guck mal, ganz viele Schmetterlinge. Ach, wie schön. Oh, da können wir wieder Bilder Seriously betrachten. preparing wine. What better trap for Ulysses? Aha. Irgendwelche Giftmischerinnen. Überall die Schmetterlinge, okay. Do di Biagi. Na denn. Was guckt er sich an? Ein Schweinskopf? A swine in a salon. That's an odd choice of decor. Ah, Lurker. Ja. Just the man. Good lord. How did the king come to be executed?
I would think that the Order would have intervened. Ja, da Your werde ich mal Eminence, dafür. I haven't been following the case. I'm sure that the Order did everything in its power. Unfortunately, you know the situation in Paris, and, well, it's chaotic at best. Anything can happen in those revolutionary tribunals. The king is the official representative of God on earth, my son. Your Eminence, France has become a secular state. The king was just another citizen to them. He refused to admit his errors, looked down upon them, and attempted to escape. What did he expect? France has lost all reason, Louis. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Ja, wenn sie wieder Is auftaucht. there any news of her? Irgendwann muss ja Mutti wieder auftauchen. Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Louis, I'm counting on you. If Ah, you don't find Sarah before my departure, I must ask you to give me back the letter I gave you. Well, don't worry about that, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. ja, dann fahren wir I nochmal was nach Godoy. wondering what to think of Du that hast dein DC manual umgebaut galore. und die Nutzbarkeit He is mit einer reputed Regelbestätigung an verknüpft, ambitious okay? character, at every level. But his Die ganzen faith Ringe, is ja. unwavering. Ranganpassung He's ist immer was Schönes. staunch defender of the church. You can believe me. Ja. Kostet mich ja nichts. Dann As nehme ich to his das mal. faith, I have no doubt. However, his ambition seems to surpass his morality, and I hope that it will not sully the crown. You can say that again. The blue eyes of the latest Infanta, Maria Isabel, have left everyone wondering. Rumors always accompany men of power, Your Eminence. Naturally. But the number of awards and titles granted by the Queen during these past 4 years leaves little doubt. So, Godoy really is this out-and-out rascal who uses his charm on the Queen. Ich glaube, ich müsste mal meinen. Wenn man den Untertitel lesen kann, wa? So. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome. Sagt mir natürlich auch keiner, ne? I will be seeing you, Louis. Wo sind wir denn jetzt wieder? Achso. Okay, gehe zum Mortimers Arbeitszimmer. Das heißt, dann müssen wir nach oben auf den ersten Stock. Dann gehen wir mal da die Treppe hoch. Das ist ja schon wieder. What do you want, Louis? Nix, danke. You're leaving me? Ja. Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. So, wir müssen also jetzt zu Mortimers Zimmer. Wir sind hier. Muss ich dann noch mehr hoch? Nee.
Kennst du an den Sandalen. Mhm. Klar. Ne, das ist von Vulna. Da wollen wir nicht hin. Da geht's wieder runter. Hier haben wir alles schon abgesucht. Müsste man natürlich nochmal aufpassen, ob gewisse Sachen... Hier komme ich nicht rein. Okay, da kann es also auch nicht sein. Müsste man nochmal gucken, ob da die Dinge nochmal wieder auftauchen neu. Wenn man sie einmal zusammengesammelt hat. Das ist George Washington. Das ist es auch nicht. Wo soll denn dieser Mortimer-Zimmer, das Mortimer-Zimmer sein? Auch ein hübsches Kästchen. Was ist hier? Nix. Okay, dann weiter. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Nee, das ist auch nicht. Huh, that's me. Meins. Jetzt bin ich gleich wieder zurückgelaufen. Was kommt denn hier noch? Duke Manuel Godoy. Komme ich da schon rein? Nee. Okay, mir fehlt jetzt der Mortimer. Wo ist denn... Duchess Emily Hillsborough. Da geht's auch nicht weiter. Cool. Ich habe mich hoffnungslos verlaufen. Monsieur Napoleon Bonaparte. Bonaparte. Monsieur Jacques Perru. Jacques Perru. So, Moment, jetzt reicht's. Müssen wir nochmal gucken. Mortimer William. Ja. Muss ich da nochmal die Treppe hoch? Ich glaube, ich muss da nochmal die Treppe hoch. Ich gehe nochmal hier die Treppe hoch. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Finde den Albtraum. Das hört man auch selten. Finde den Albtraum. Okay. Ich finde vor allen Dingen dieses Loch hier so irrwitzig. Uah. Ob man sich da reinwerfen kann? Speicher und teste. Ich weiß gar nicht, ich kann, glaube ich, nicht speichern bei dem Spiel. Also es ist nicht zu speichern. Nein, man kommt nicht rein. Es wird geblockt. Was ist denn das hier? Ah. Schön, okay. Dann haben wir da eine Chronik der Familie. Das ist doch nett. So, was haben wir denn hier? Ein Bild. Mit nix. Hallo. Oh, diesmal kann ich mit dem... Dingen... mit dem... Oh, was ist das? Beeren? Muss ich die Beeren übernehmen? Muss ich sie untersuchen? Warum? Warum müsste ich sie jetzt untersuchen? Nee, ich nehme sie mal. Might come in handy. Was ist das? Take a closer look. Um sich zu sichern, dass es keine Murmeln sind, genau, ja. Und dann gibt es noch Pralinen. Warum sollte ich die Pralinen...
dark Ich nehme mal einfach. very bitter. They're greatly prized in high society. A minor bird. Waldo, braver Junge, okay. Sarah Deriche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Aha. Okay. Good God, what's been happening here? Ein Bio. Ja, ja, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen, dass da ein Bio drin sitzt und kein Papagei. Und irgendwas hat er ja offensichtlich gehört. Die machen vor allen Dingen viel Dreck. Bios. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. The nightmare painted by Ach, guck mal an. in 1781. Da ist der Albtraum. This must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Gut, finde den Albtraum haben wir schon mal. Jetzt ist noch die Frage, wie kommen wir da rein? Ach, guck mal. Aber erstmal werden wir es hier lesen. Die Zahlen, da haben sie Lebensmittel. Vorher hat immer aus dem Käfig gekackt, das Seiten gegangen hat, ja. Okay, also irgendwas mit Holzverbrauch und das ist das. Poletti, Ausstellung schicken hatte. Und das Freimaurer, okay. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von der Jahreszahl 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Mhm. Ja, okay, Korrespondenz. Ne? Drücken wir mal da unten aufs Knöpfchen, würde ich sagen. Oh. Mhm. Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great, that's all I needed. Jetzt geht's wieder ins Rätseln. Toll, ja. Ja gut, keine Ahnung, was ich da jetzt eingeben sollte. Oh, da könnte ich, glaube ich, noch ein Buch nehmen. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? Tja. Was denn jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. Mhm. Ich weiß, die anderen auch noch nehmen sollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist das für ein Bild? Und das ist das mit den Kreuzzügen. Hey, there are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. Jetzt gibt... Ja, ist egal. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Ja, das hatten wir ja schon im zweiten Grund. Machen wir jetzt mal das erste. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result, the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported. Or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Ja, nehmen wir jetzt noch das dritte. Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5187. Das wäre dann also 1187, wenn ich immer 4000 Jahre abziehen müsste. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Okay. Gut, blicke ich noch nicht ganz so durch. Was ist denn das? Ist noch nicht fertig. Okay. Probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Da ist noch ein Bild. Kudos by Paul Rubens. Ja. Im März beginnt. Wow, okay, also 4000 Jahre abziehen und es beginnt im März. Sollen das jetzt auch Jahreszahlen sein? Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Werd doch bestimmt hier wieder ran müssen. Mhm. Machen wir erstmal das, was keine Punkte kostet. Well, well. History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. Ja, dass die wohl mit Kunst was anfangen konnten, das kann ich mir vorstellen. So viel Sachen wieder ausgestellt sind auf dieser Insel, in dem Haus. Der Stammbaum. Lord William Alexander Mortimer. Ah, okay. Das ist immer Mist. Wenn er Immunität gegen Wissenschaft hat und ich habe Wissenschaft als Talent. In order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, blah, blah.
Bla 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 bla. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. Aha. Okay. All right. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a Keine Frauen. cavalier attitude. Okay. Right. Let's see. Who else is there? Ja, dann. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. Wow, okay. Wen haben wir denn noch dabei? Kennen wir irgendwen? Nee. From 1685 to 1720, the Mortimer family allocated an annual pension to Denis Papin for his brilliant works in pneumatics and hydraulics. That reminds me of spectacular experiments such as his first submarine, which didn't end all that well if I remember correctly. Denis Papin, ne. Tja. Okay. Wollen wir die Straße nochmal angucken? Geht das? Nee. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, Aha. 1190. That's a funny date. Ja, man muss ja immer 4000 That date in 4000 Jahre something again. I wonder what in the world it means. abziehen. Oh, 5 Punkte. Ja klar, wie soll ich die denn haben? A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. The Siege of Saint-Jean d'Acre was a major conflict during the Third Crusade. Richard the Lionheart and Philip Augustus fought to take the town back. It was the Crusaders' first operation to take back the Kingdom of Jerusalem. Okay, das ist also der dritte Kreuzzug. I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. Mhm. Okay, haben wir das? Gehen wir nochmal da vorne hin. Hey, there are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Coup de Lance by Paul Rubens. Muss es ja doch noch mit dem Buch hier zu tun haben. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Das war der dritte Famous call Kreuzzug. from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187.
Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean. Also 5190 minus 4000 sind 1190 AL. Also 1190. Probieren wir das mal. Weil ich immer noch nicht weiß, was das Ding hier soll. Egal. Wir probieren mal 1, 1. 1, 1. 9, 0. Scheiben betrachten? Warum sollte ich die Scheiben betrachten? Okay. Damn it. I really thought I was close. 1190. Isn't the right date when you subtract 4000? I must have missed a subtlety. Tja, also sind wir nah dran. Also 1000 bin ich mir ja sicher. Also muss ja 4000 Jahre abziehen. Wow, cool. Open Sesame. Open Sesame. Cool. Die nächste Geheimtür entdeckt. Oh oh. Let's see what you've been hiding, Lord Mortimer. Dass es schon bald unmöglich sein wird, den Druck durch die Russen zu ignorieren. Kaiserin Katharina will den Grafen der Provence um jeden Preis unterstützen und ihn als den Regenten des Königreichs Frankreichs anerkennen, sobald König Ludwig von der politischen Bühne verschwunden ist. Es tut mir leid, solch schlechte Nachrichten zu übermitteln, aber stellen Sie sich besser auf turbulente Zeiten ein. Elfriede Bauer. Nee. Was haben wir denn hier? Karte von Asien. Mein Gott, was er alles da rumliegen hat. Ihr Plan in Belgien einzugreifen wird ganz wie vorgesehen ablaufen. Ich werde die preußische Armee beschäftigen. Ihre Kanonenlieferung nach Volmy hat uns den Sieg gesichert. Was für ein Kriegstreiber. Wie besprochen habe ich den preußischen König über die Pläne von Küstin und die Nordarmee betreffend informiert. Die Österreicher werde ich aus Belgien heraushalten. Ich muss mich zügig nach Paris begeben, denn ich habe das Gefühl, dass das Schicksal unseres König Ludwig auf unehrenhafte Weise besiegelt werden soll, und ich kann da nicht tatenlos zusehen. Wenn Sie mir Botschaften übermitteln wollen, empfehle ich Ihnen, das wie üblich über unseren Freund Monsieur Perru zu tun. Aha. Okay. Okay, da ist geschlossen. Was haben wir hier? Als großer Freund von China werden Sie über Ihre Informationen gebührend belohnt werden. Sie müssen sich keine Sorgen über etwaige britische Pläne gegen uns machen. Mr. McCartney, der britische Abgesandte, wird ohne jede Hoffnung auf Vereinbarungen mit uns von hier aufbrechen. Der steht ja mit allen im Kontakt hier. Mann, Mann, Mann. Ganz gleich, was du planst, ist unser Vater offensichtlich dagegen, dass du Europa im Griff hast. Russland wird sich schon bald der Koalition gegen dein geliebtes Frankreich anschließen. Ich mache mir mal eben mein Jäckchen zu. Ich glaube nicht, dass du diesem Druck wirst lange standhalten können. William, ich flehe dich an, endlich beizugeben. Du reißt unsere Familie auseinander. Dein liebender Bruder, der hatte doch gar keine Geschwister. In dem Buch. G.
Ich komme gern zu deiner Konferenz, aber denkst du wirklich, dass es eine so gute Idee ist, sie ausgerechnet in dieser Zeit zu halten? Mann, Mann, Mann. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und verstehe Ihre Lage. Ich bedauere es, dass wir uns militärisch gegenüberstehen müssen, aber wenn die Situation es erfordert, Krieg zu führen, dann tun Sie, was Sie tun müssen. Ihrer Anweisung folgend und schweren Herzens werde ich mich nun zu der Ihnen feindlich gesinnten Koalition begeben. In der Hoffnung, Ihnen wieder dienen zu können, George III., König von Hannover, König von Großbritannien und Irland. Hier geht noch was. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Bevor ich jetzt da irgendwas... Boah, schauen wir mal, ob sie Mutter sich allein mit mir zu treffen. Ohne Absender. Aha. So. Obviously she wants to lure Mortimer somewhere, but where? Mhm. The only clue she's left for Mortimer is a stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Okay, jetzt bin ich zumindest mal bewaffnet. Halbwegs zumindest, mit einem Steinschwert. Von Smith. Wie gewünscht konnte ich meine Freunde versammeln, damit sie die Vereinbarung unterzeichnen, die sie vorgeschlagen haben. Diese Vereinbarung soll Buttonwood Agreement genannt werden. Wenn Sie sich an den Baum erinnern, unter dem wir uns das erste Mal versammelt hatten, verstehen Sie sicher, warum wir uns auf diesen Namen geeinigt haben. Buttonwood. Anbei finden Sie eine Liste meiner Kollegen. Leonard Bleeker, Hugh Smith, Armstrong Bournemouth, Samuel March. Ist da irgendwer Bekanntes bei? John Henry, John Bush? Nee. Dank Ihrer Unterstützung werden wir uns bald in meinem Haus, dem Tontine Coffee House, treffen können. Spanier. Der ist ja überall involviert. Mann, Mann, Mann. This shows the forces present in America. Geschenke wurden überbracht. König von Afghanistan. Mein Gott, das wird ja... Das ist ja echt gruselig hier. Was haben wir denn hier? Ja. He says it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. Oh. Ja, den können wir gebrauchen. Ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. Ich habe Tage sind gezählt. Mein Vater wurde geschlossen. Ich wurde in der Festung Schlüsselburg eingesperrt. Wenn es Ihnen möglich wäre, ein gutes Wort für mich einzulegen, stünde ich auf ewig in Ihrer Schuld. Kaiserin Katharina wird nicht lange damit zögern, alle Logen des Goldenen Ordens in ihrem Land zu verbieten. Uns stehen sehr dunkle Zeiten bevor. Nikolai Novikov. Okay. Von John Adams. Grüßen Sie meine Tochter Elizabeth von mir. Möchte ich Sie bitten, Präsident Washington davon zu überzeugen, den Fugitive Slave Act in seiner jetzigen Form nicht zu unterzeichnen. Okay, alle Aspekte, die mit der Sklaverei zu tun haben, müssen wir unbedingt auf nationaler Ebene in den Griff nehmen und dürfen nicht zulassen, dass einzelne Bundesstaaten ihr eigenes Süppchen kochen. Das Gesetz war ursprünglich zur Beilegung eines Konflikts zwischen Pennsylvania und Virginia gedacht, aber wenn wir es verabschieden, riskieren wir die Jagd nach Schwarzen zu legalisieren. Immer mehr halbseidene Menschen werden zu Sklavenjägern und wenn sie schließlich keinen Sklaven auf der Flucht finden, schnappen sie sich den erstbesten Schwarzen und liefern ihn als den Gesuchten ab.
Es besteht die Gefahr, dass sich die Lage schnell verschlechtert. Vielen Dank im Voraus, John Adams. Ja, schön. Und da haben wir dann wohl Afrika. Shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ja, nochmal. Boah, gibt's hier viel zu sehen. Thomas Jefferson. Es verläuft alles so, wie wir geplant haben. Der Coinage Act wurde verabschiedet und ihr Projekt, die erste Bank Amerikas zu eröffnen, dürfte sich nicht verzögern. Sie wird vermutlich Union Bank heißen. Der Baubeginn des Weißen Hauses ist im Übrigen weiterhin für Oktober geplant. Ich werde keine Verzögerung hinnehmen, vertrauen Sie mir. Das ist ja echt hier. A table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Boah, nochmal Gelee, jawohl, cool. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Tja, habe ich nicht. Kann ich nix mit anfangen. Was ist hier? Au, Feuersymbol. Na, das ist doch praktisch. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Super. Ja, cool. Dann noch einen zweiten Schlüssel. Am I seeing things, or is that an actual Von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Okay, ja, er ist immun gegen Wissenschaft, das wissen wir. Karmelitengeist haben wir noch alles. Was ist das denn? Iron mask. I wonder who it's for. Ja, man kennt doch nur einen Mann mit der eisernen Maske. That must be for writing the homing pigeon messages. Meine Güte, der hat aber auch echt alles hier rumliegen. Wer ist wohl der begehrteste auf dem Olymp? Kein anderer als der König der Götter natürlich. Im Gegensatz zu Kronos konnte er seine Stärke und Weisheit gleichermaßen einsetzen. Menschen fürchten seinen Donner und preisen seine Gerechtigkeit. Er herrscht über sie, unterdrückt sie jedoch nicht. Aha. Noch was hier im Regal? Ja. Meisterarchitekt. Wir haben ihr altes Schloss durch eine meiner Erfindungen ersetzt. Es mag schwierig sein, sich das Ganze vorzustellen, aber das Schloss wird in der Mitte der Tür eingesetzt. Die Funktion der Tür wird dabei nicht geändert, aber sie wird dadurch sicherer. Mit Scheiben, okay, nicht stark ist bestraft. Ich habe meine Erfindung Glaubensprobe genannt, denn wer auch immer nicht starken Glaubens ist, wird bestraft werden. Haha, ja, tolle Ironie. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. These are feathers. Pigeon, probably. Ooh. Looks like obsidian or onyx. Must weigh a ton. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. Okay, das kriegt er nicht mal mit seinen Sprachen entschlüsselt. Mhm. Two inscriptions on the sides as well as on the top. No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cube fascinating. Okay, da haben wir nochmal. Something strange about this table. The Little Surgeon's Perfect Collection. Für Hobbychirurgen. Ja gut, die, wie heißt sie?
Elizabeth, die ist ja ganz ordentlich verunstaltet worden. Aber wird man es jetzt noch daran finden? What kind of experiments does Mortimer carry out here? It's a dissection table. So Mortimer does autopsies here on his desert island. Okay. But who is he doing autopsies on then? Ja, das stimmt schon. Preservation using formaldehyde. Oh, Just alle as Hüter da. disgusting as ever. Okay. Lord Mortimer. Zu neuen Raketen zustellen ab. Der hat ja echt. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. Ja, okkultes. Steel nails. They're about 20 centimeters long. Mann, Mann, Mann. Look, a pack of tarot cards. Auf Pump, ja. Reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Hm. Hm. Kann ich nicht. Tja. Schade, schade. Nee, das dahinter, ne? Das war das dahinter, ja. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Oder war ich noch irgendwo noch nicht? Ich glaube, hier an der Wand war ich noch nicht, ne? Oder? Preservation using Doch, das habe ich ja gehört. Just as disgusting as ever. Ach, Mann, 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 Mann. Oh, die Maske. An iron mask. I wonder who it's for. That must be for writing the home pigeon messages. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Das weiß ich ja mit der Immunität. Das habe ich ja nun längst rausgefunden. Danke, danke. Hier was vorne noch? Nee. Oh. Ah, ich hätte doch Okkultes nehmen sollen. Just as disgusting as ever. Jetzt hätte ich was Böses gesagt. So ein Mist. Da noch ein Buch. Weakness of the Human Psyche Nee. by Guillaume Tremor. He says it is possible to Okay, bring irgendwas an habe ich übersehen. idea to someone by constant daily repetition until the mind gives in. Aber wie gut, dass ich die... Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent. Die kann ich ja noch analysieren. Das ist auch schon mal was wert. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. Broncos haben 250k hingelegt für Wilson. Jetzt mal mit deinem Salary Cap verglichen. Bin schon sicher, dass du in der NFL spielst, oder? Ja, die haben aber noch, die haben offensichtlich noch Luft da drin. Okay, das war das eine. Jetzt müssen wir hier nochmal ran. Analysieren wir mal eben hier die politischen Lagen hier noch. Wenn die mich alle 0 Punkte kosten. Warum? Warum kostet das jetzt einen Punkt? On it, Mortimer's placed little feather symbols at different points, toward which the Spanish are headed. Could he be fueling Indian resistance to slow down Spain? Aha. Selbst die Indianer macht da ihr Kirre. Mann, 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 Mann.
No, noch den letzten Punkt, jawohl. France in favor of Italy. Could Mortimer have decided to finance a war? Ja, natürlich finanziert er hier massiv Kriege. Glaubst du denn da? Wie, da kann ich nix. Ja, okay. Ja, Three rusty old nails. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Tja, sagt mir nix. Sagt mir nix. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. Ah. War ich jetzt irgendwo noch nicht? Geht's da irgendwo eine Treppe hoch? Ne, hier nicht. Nö. It's locked. Ja. So, wir haben nur einen Schlüssel, den wir dafür das Kästchen brauchen. Top Idee. Noch irgendwas an dem Ball? Nee. Ah. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Tja, da habe ich nicht. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Oh, ich bin schon wieder erschöpft. Moment, da musste ich das andere nehmen. Habe ich bereits. Okay, dann geht es wahrscheinlich nur über den gleichen Weg raus wie rein. Können wir dann das noch jetzt mitnehmen wieder? Ja. Immerhin etwas.
Oh, shit. How am I gonna get out of here now? Zwei, drei, vier, fünf. Nee, das kann es ja nicht sein. Da brauche ich gar nicht zu drücken. The same mechanism as the one on the other side. It looks too easy. It could be a trap. It looks like the same as the one on the other side. Okay, also, wenn wir hatten 1191, dann ist auf der anderen Seite zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ist 1 vorne, ne? Ja. Oh, zu weit. So, 9. 1, 1. 9 muss ich gleich nochmal nachdenken. Und hier müsste dann auch wieder... So, 1, 1. Nee. 1, 1. Genau, so muss es rum. Ich lese ja... Nein! Von links nach rechts. So, jetzt steht 1, 1, 1, 1 vorne. 1, 1, 9. Also hier muss was anderes hin. Genau. Ja. Bevor ich jetzt hier die volle auslöse. 1, 1, 9, 1. So, das ist 1, 1, 1, 1. Und jetzt muss ich hier eine 9 hinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kann das sein? Jetzt müsste es ja auf der anderen Seite 1, 1, 9, 1 heißen. Ja, ne? Würde ich auch sagen. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Scheint funktioniert zu haben. Gut. Ich weiß zwar nicht, ob wir da jetzt alles... Okay, ich brauche auf jeden Fall dringend Okkultismus. Meisterausbrecher ist gut. Ja, brauche ich jetzt hier auch nichts mehr. Yay. Geht keiner rein. Ja, das stimmt. Ich hätte Jacques Perrault unter seltsamen Bedingungen treffen können. Ja, toll. Gut. Ich habe Waldo kennengelernt. Okay. Ja. Genau. Und im Winter kommst du gar nicht rein. Top. Ich nehme jetzt mal Okkultismus. Ehrlich. Was habe ich denn noch? Wissenschaft könnte ich noch nehmen. Etikette. Pff. Oh, nicht mehr ganz. Oh, knapp. Knapp. Aber ich habe nichts mehr für Okkultismus. Also mehr Okkultismus gibt es hier nicht.
Tja, kann ich ja jetzt nur noch... Das habe ich. Dann nehmen wir noch das hier. Wissenschaft und den letzten... Komm, Sprachen. Ja, dann habe ich alles soweit, ja, ne? Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Kommt, weiter geht's. Ah! This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. Alright, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. Ja, finden heraus, wo das Schwert herkommt. You're joking, Wir haben immer noch, das ist ja immer noch Episode 2, stelle ich gerade fest, ne? Wir sind ja noch gar nicht in Episode 3. Just ask them. Na gut, den Titel kann ich... Oh, ich kann die belauschen. Ja, Mutti suchen kann ich nachher immer noch. Die suche ich jetzt schon lange genug. Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20 odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. I can see very well you do not understand. Die Dialekte gefallen mir richtig gut. Sign out death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Ich doch I didn't nicht. want to interrupt you. I'm sorry. Nein. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Nein, natürlich. Oh. You brought spears as well, then? What? Did Mortimer ask you to bring him holy spears too? Yes, but I thought I was the only one. How many Ah, men guck mal, have you eine brought Schwäche with me? erkannt. Sehr schön. 18, not any relic even remotely to do with them, in fact. 18 spears? How many of them exist in all? No one knows. Especially as there is only one authentic one, of course. That all adds to the mystery, don't you think? Well, please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Gut, da wollten sie mich loswerden. Das haben wir ja schon gemerkt. So, jetzt stehen die da rum. Mal nach unten. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Buch. Oh, da ist noch ein Buch. Ach, guck mal. Super. Jetzt finde ich Kunst des Schlossschmieds. Na, top Idee. Was ist das? Zurück kann ich nicht. Okay. Was ist hier? There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Ah. Immer mal rechten Schlüssel verwenden. Mal gucken. Toll. Nee. Wo geht's hier hin? Huch. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, den Raum kenne ich noch gar nicht, oder? Ach doch, das ist... Ah, da ist der Washington. Da bin ich... Bin ich im roten Salon. Moment, wir haben ja noch eine Karte hier. Wie heißt das denn?
Porträtgalerie. Ah, okay. Nee, da wollen wir ja nicht hin. Dann muss ich hier raus. Ich muss weg. Guten Tag. Huch. Mein Gott, das ist ja riesig hier. Wo komme ich denn hier hin? Oh, oh, oh. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. So. Jetzt bin ich im Esszimmer. Jo, da haben wir gegessen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Auch das sieht ja schon wieder nett aus. Guck mal, wie lecker das hier eingedeckt ist. Ach, ey. Und das nur für normales Essen. Nichts mit Weihnachtsessen hier. Oh. Inventar voll. Ja, toll. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Mhm. Komm. Mach's mir mal Where the einfach. sword comes from, please? Certainly, sir. Nat How did nat such a sword come into sir's hands? Ja. Listen, my good man, I'd gladly stand here discussing matters all day long, but I'm terribly pressed for time. Ah. Your petty logistical concerns Der Diener are hat no auch eine interest to me. Schwäche. I asked you a question, and I'm still waiting for an answer. Do please excuse me, sir. If I were sir, I would look in the garden. This sword looks like it's from the garden statues. And how can I get into the garden? There are two ways, sir. The first way to get to the garden is by the hall between the conference room Da waren wir ja and gerade. the portrait gallery. The second way is directly through the portrait gallery. So I would just have to go out by the French windows. Thank you, my good man. Ja, das ist nett. So, das heißt, dann müssen wir wieder dahin zurück, quasi. Wir wollen ja wieder in die Porträtgalerie. Warum konnten wir denn hier noch nicht rein? Hier sind wir noch gar nicht drin gewesen. Guck mal einer an. Ja, Moment, das gucke ich mir ja mal an, ob ich da mal jetzt reinkomme. Wow. So, müsste es ja jetzt hier rechts rum. Ja, nix ist, ne? I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Ist das immer der gleiche oder haben die alle nur die gleiche Stimme? Wenn es immer der gleiche wäre, würde mir das schon zu denken geben. Boah, spooky. Na gut, also nehmen wir den Weg. But I would walk 500 miles. So, das ist der Dining Room. Da müssen wir noch durch. Och, ist das schön hier. Oh, hier kann man wahrscheinlich auch nicht runterspringen. Nö. Ach, toll. So, für die Leute mit Höhenangst. Hier geht's mal runter. Und ganz ohne Geländer. Ach, hübsch. Überall die Schmetterlinge. Oh. The lock is surrounded by a triple circle. Ja, haben wir nicht noch schon einen Schlüssel mit 3... Noch. Also Okkultismus und Schloss knacken, das wäre top, wäre das. Oh. Ja, okay. Also hier wieder rum. Das haben wir schon angeguckt, das Buch.
And I would walk 500 more. Yeah. So. Und jetzt müssen wir aus den Spanischen hier raus. The sword probably came from his garden, but what could it have been used for? Boah. Können wir hier den ganzen Garten hier durchsuchen? Ah. Ja, es lohnt sich hier wirklich jede Ecke zu inspizieren. Oh, Irrgarten. Ich mag es. Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach so gesungen. Oder versucht zumindest. Asterion. Weil ich hier so laufen musste. Like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos in Pasiphae. Also Kunst ist ja reichlich. Die Tafel übersetzen. Ach, guck, nix. Nee. The statue Die has a crack Bruchstelle. in it. Die Bruchstelle untersuchen. Thin and about as long as a finger. I should be able to thrust in my sword. Wenn ich das jetzt da reinstecke, ist das Schwert dann weg? Right. We'll soon see. Gucken wir mal. Sorry, Asti. Yet again, your story does not end well. Mhm. Asterion. Let's go. Ich lasse das mal drin, weil da war ja irgendwas, hat sich ja da bewegt, wohl offensichtlich. Halt, Moment. Boah, Steuerung. Minos. Son of Zeus in Europa. Oh, da ist eine Gelee Royal da hinter mir. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. His gesture sealed his fate. The crack is in the region of the heart. Ja, ich habe aber nur ein Schwert. Schade, schade. Jetzt ist die Frage, welches Schwert? Welche Statue? Okay, also 2 Statuen haben schon mal hier... Er hier auch noch? Jo, er auch noch. Na klar. Sehe ich dir jetzt schon. Theseus, son of Es hätte so Achilles, einfach sein können. he's the one who slayed the Minotaur. Wrongly positioned, I am the blind hero. I wasn't expecting an inscription like that. Looks like a crack has been made on his torso. Na klar. Alle erstochen worden. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Tja. Asterion. Okay. Jetzt ist die Frage, wen wir da nehmen müssen. Ich habe so die bloße Befürchtung, dass wahrscheinlich noch nicht mal die einzigen Statuen waren, weil die da vorne wahrscheinlich auch noch alle so Bruchstellen haben werden. Bruchstellen so. Ne, hier komme ich nicht durch. Okay. Hier komme ich durch. Nein. Auch eine Stelle. Natürlich. Ariadne. Ah ja. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth.
Looks like there's a crack in the region of the heart. I guide the sword that will kill the monster. Let's see. Jetzt bin ich ja wieder drin. Ah. Here's the famous Ariana's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Aha. Okay. Well, Monsieur de Richet. Ach ja. Nee, dann lass lieber ohne Punkte. I was wondering the same thing about you. It's rare for guests to wander about in the garden. I wanted to be alone for 5 minutes. You look worried. Aha. Worried? No. Resolved would be a more exact term. Resolved to do what? What's the point in answering? You wouldn't believe me anyway. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Be seeing ya. Tell me, aren't you even curious? Curiosity killed a cat, Monsieur de Richet. I admit, I may have judged you wrongly. Watching you seek out Mortimer's little secrets might even be amusing if I didn't already know the consequences. See you later. What happened to you, monsieur? It's time for me to assume the consequences of my choices. I've sold my soul to the devil. Now it's time to pay. Okay. Vielleicht war er ja doch ein ganz sympathischer. Oh. Honey ist immer gut. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Golden Elixir. Ah, toll. Dafür habe ich jetzt einen Punkt ausgegeben. Na, klasse. Hm. Ja, toll. Witzig. Hier geht's doch nicht lang mit dem Faden. Oh, da liegt noch eine Münze. Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. So, dann geht der Faden hier rum. Dann hier irgendwie durchs Wasser. Ah. Habe ich genug? Jawohl. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. Nee. Let's continue anyways. Oh, I oh. wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on. Also irgendwas muss ja mit dem Dingen hier sein. Was ist das? What is that? Genau, das habe ich ja gerade gefragt. Opening mechanism. Aha. Mit so einem Punkt in der Mitte der Handfläche. Mhm. Nee, danke, lass mal. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities.
Ah, das geht dann runter. Stehe. Aha. Ja, okay. Also doch da runter. Gut, muss ich da wieder raus? Nee, komme ich auch hierher. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Theseus. He's the son of Aegeus. He became the mythical king of Athens, the unifying king. Pity, he's generally only remembered for having slayed the Minotaur. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Wow. Okay. So, also der Faden führt hier hin. Stecken wir mal einfach hier das Schwertchen rein. Mal gucken, ob dann da was passiert. Oder ob ich doch dazu dem Looks like a crack has been made on his torso. Minotaurus da muss. Nö, da passiert nichts. Okay, war das aber gar nicht so falsch, ne? Da kam ich nicht durch. Der war ja hier irgendwo hier um die Ecke. Da wahrscheinlich irgendwo war der doch. Oh. Habe ich schon. Nee. Was ist mit ihm, mit dem? Da war ich ja noch gar nicht. Moment. Dann muss ich auch noch mal eben hin. So, so und... Icarus. Icarus hat aber überhaupt keine Bruchstelle, ne? Nö. The son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. I am the innocent one, sacrificed for the sins of the father. Okay, hier ist etwas anders, aber kostet mich 3 Punkte. Well, let's keep going. Hm. Nee, also zum Minotaurus müssen wir. Wo war der denn? Da links nicht, aber hier irgendwo war der doch. Da ist er. So. The statue has a crack in it. Right. We'll soon see. Okay, diesmal passiert nichts. Aber das muss jetzt nichts heißen. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities.
Ich hab's geahnt. Wir sind tot. Wir sind so gut wie tot. What's wrong? Ja. Either I'm imagining things or my hand was pricked. Ja, du wurdest gestochen, It ja, had ja. poison on it. My head. I feel hot. Super. Okay, da geht's also nochmal nicht runter. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Jetzt sag nicht, er drückt da schon wieder drauf. Meine Güte. Tja, irgendwas muss es ja jetzt hier sein. Looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. Mhm. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Ja, und nu? Da geht's nicht weiter. Okay, irgendwas haben wir noch nicht richtig gemacht. Pasiphae, daughter of Nur Perseus was? and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Wir werden erstmal wieder ein paar Punkte gönnen hier. Alright, well, let's continue anyways. Nee, nochmal von vorne. Hilft nichts. Oh, ich kann wieder auffüllen, glaube ich. Golden elixir. Ja, jawohl. Wunderbar. Immerhin etwas. So, nee, da geht's nicht rum. Darum. Nein, einmal außen rum. Okay. So rum. So, sie scheint ja hier die erste zu sein. Ariadne. In Greek mythology, Ariadne helped Theseus out of the labyrinth. Ariadne. Der Drops ist durch. Okay, ist gelutscht. Ja, leider hier noch nicht. Und ich hänge gerade mal wieder so ein bisschen in der Luft. Okay, das ist die erste von denen. Muss ich jetzt noch die 3 Punkte ausgeben? Son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After
After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. Ja. Aber will ich jetzt alle Punkte wieder ausgeben? Hm. Well, let's keep going. Tja, nee. Okay, dann hatten wir hier den Minotaurus. Das haben wir wieder aufgefüllt. Oh. So, das ist der. Theseus. Der Theseus, okay. Das haben wir auch. He's the son of Aegeus. He became the mythical king of Athens, the unifying king. Pity, he's generally only remembered for having slayed the Minotaur. Er hat den Minotaurus getötet, okay. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Und das ist dann Minos. Minos, okay. He and his queen, Pasiphae, were the monarchs of Crete. Asterion. Nee, dann ist das ja hier irgendwo falsch. Minos. The crack is in the region of the heart. So, ist das Schwert weg oder was? Oh nee. Muss ich das jetzt jedes Mal machen? Habe ich? Habe ich. Drücken. Bin ich wieder vergiftet. Oh. 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 Da hat was geklickt. Ui, 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 ui. Oh, das sieht schon wieder nicht gut aus. Ja, es hilft nichts. Runter da. Top. Again? Ups. Mal schauen. You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out.
Okay. What was that? That's the third time in 3 days. Hm. Ja, das habe ich doch die ganze Zeit schon gesehen, dass da Blut an der Wand ist. You're in there, Mother. Hm. Deine Notizen sind. Ja, ja, genau. Bing. Oh, A fragment of amber. sehr gut. Ja, das können wir immer gut gebrauchen. Oben ist nix. Was ist hier? Someone's been patching themselves Verbände. up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. Muss ich die jetzt analysieren? Nee. Wer weiß, was da kommt. Oh. Da liegt schon jemand. Aber wieso ist da hell oben Damn drüber? it, Mother. Now what's happened? Es hat so ein bisschen was von, wie heißt das, Pack der Wölfe, ne? Da geht's ja auch so, Don't move. Wait, I'm not armed. Who are you? God, Mother. Tell me who you are. Sieht jetzt auch nicht besonders gut aus, die Dame. Hey. An der Stirn, das sieht auch nicht gut aus. Ja, das... Schnauze an der Stirn, ja. Okay, aber wir haben alles Mögliche erfolgreich. Das ist schon mal gut. Oh, schade. Ich dachte, wir könnten jetzt noch die... Einen Scheitel, ja. Ja, cool. 4 Punkte. Ja, Heimlichkeit? Nee. Hm. Ich werde mal Heimlichkeit auf jeden Fall nehmen. Da könnte ich noch Stufe 2 erreichen, aber bringt das was? Wir machen das auf Aufmerksamkeit. Mal gucken. Ja,
das war dann tatsächlich jetzt erst die dritte. Dann kommt jetzt die Konferenz. Die zweite. Uah. Sagt denn die Uhrzeit auch? I can tell you is that Sarah had indeed changed. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? You must leave me alone now. I have agreed to everything, even to... But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. Was können wir denn ausstatten? Das geht noch nicht. Wissenschaft, Manipulation, Heimlichkeit nehmen wir mal einen Punkt. Manipulation nehmen wir mal einen Punkt. Und wir nehmen mal einen Punkt mit Sprachen. Ich denke, das könnte so gehen. Mal gucken. Gut, dass man da wieder ein paar Punkte mehr bekommt. »22. Januar 1793. Oh. Don't move. Wait, I don't... So you've come at last. Easy. Let me turn around. 3, 6, 10. Oh my god, Mother, what has happened to you? Who are you? What? But, Mother! Who are you? It's me, Louis, your son. No, you lie. You won't catch me out like that. Louis isn't here. He obeys his mother. He would never have come here. Mother, I don't know what you've been through, but lower your arm, please. You think I was born yesterday, do you? But it won't work. I'm begging you. One day you will fall. Mother! Why are you here? Ja, um sie zu retten, macht nichts. Nee, da müssen wir sie ja erstmal dran erinnern. Und erstmal werden wir jetzt mal hier unsere negativen... So, damit wir jetzt hier nicht 3 Punkte für brauchen. Oh. Remember, Al-Azif? I was sure. Where's the book, Mother? So that's what you want. Well, you will never find it. Emily died for that. What's got into her? You are evil incarnate. Every word that comes out of your mouth is sharper than a razor blade. I don't wish you any harm. Really, Mother. It's me, Louis. Don't speak to me about him. You will never get him. Mother, stop torturing yourself. It really is me, Louis. How can I convince you? If you really are who you say you are, what was the saying I taught you? You've been telling it to me since I was 3 years old, Mother. How could I ever forget? Always keep your mind rational. Emissary of Pain. Ja, Drink some water. Was ist jetzt der Unterschied? Nur, dass das einen Punkt kostet. Ah, Gott sei Dank. You are smart.
muddled up. Tell me rather. Oh, die hat ja ihre ganze Hand da verloren. Mother, I really Noch am 2 your Fehler son. möglich. You can't trick me. We were in Paris. We were investigating an art dealer. His name? Von Borchert. I just told you, you can't trick me. His name was von Borchert. My God, everything is lost then. I refuse to believe it's really you, Louis. Otherwise, all this would be for nothing. Mother, I don't know what happened to you, but don't worry. Everything is going to be fine. I'm here for you and... No! I ordered you not to come with me. I received a letter and Lord Mortimer informed me of your disappearance. So I took the... No! 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 It's not true. It's a nightmare. Don't tell me that. Have you spoken to him? Oh, shit. She's completely panicked because I spoke to Mortimer. Ist das Ouija-Board gar nicht an? Did he speak to you? Ne, okay, ich mach das mal eben an. Zack. Und da. Und zack, jetzt sollte es da sein. So, hat er mit dir geredet? Was, Mother, I don't know what you're imagining, but don't worry. Everything will be all right. If you're worried about what I might think about Elizabeth Adams, honestly... Oh, Louis! Elizabeth is the last of my worries right Sie now. und der Oma. I did what I Der could Mutti, for her, das ist Mutti. but it was too late. Very well. Rational and open, Louis. Since you arrived on the island, Nimm has Google. anything strange happened to you? Depends on what you mean by strange. Mutter, nur mit einer Hand. Ah. Do you want to tell me about your relationship with Elizabeth Adams? Louis, I don't know what you found out, but just know that I did everything I could to help her. Mhm. I'm sure you did, Mother. I'm not judging you. You know, what she had to put up with was slowly gnawing away at her. Now shut up and listen to me. We might still have a chance. Something of utmost importance is going to play out right here. What are you talking about? A conference, Louis. I should think all Mortimer's guests have arrived by now, haven't they? Yes, they have. Since this morning. Perfect. The conference will be able to begin. You will attend this conference, and you must find out what Mortimer is up to. Don't trust him, Louis. Understood? Louis, I made a mistake by coming here. We are in the lion's den. Mortimer, Holm, their guests, watch what happens. Do you think it's normal that the representatives of the most powerful nations are here all on their own without anyone else? On an island in the middle of nowhere in total secrecy? No, not really, but... Louis! They shape the world. They manipulate us. Everything is decided here and now. They create and break states, provoke Lass mich war, das für dich destitute googeln. governments, or decide who will Es be gab their doch mal, lass mich. leaders. Open your eyes. Also bei dem Board gab es die Antwort nicht, aber ja, da kann ich natürlich nochmal www.google.com dazu schreiben. Dann kriegst du das auch mit dem Link zu Google. And what do you propose? It's time to act, my son. You will go to this conference and, from the inside, you'll do everything you can to prevent Mortimer's plan from going ahead smoothly. We can talk later. I'll explain everything. But why? Do as I say, Louis. It's of the utmost importance. Beware of Mortimer. He won't let anything stand in his way. You promised me that after... Yes, after. Go now. Yes, Mother, I'm going.
One more thing, Mother. Hast du den Seitenblick Emily gesehen? Hillsborough, Emma's sister, came Ja, to so eine this Webseite, island die so looking hieß. for her Okay. sister. Die She Suche probably war won't hesitate to so take revenge geklickt. and Ist ewig her. Ach so. Ah. Oh, ich glaube, da geht's los. It's the signal that the conference is starting, Louis. Don't be concerned about the Duchess. She's the last of our worries. Aha, na gut. Ah, jetzt kann ich da gar nicht mehr runter? Na gut. Nehmen wir an der Konferenz teil. Ja, das heißt, dann muss ich erstmal wieder rein ins Gebäude. Lala, hätte ich Kuchen mitgebracht. Hm. Ich habe nur noch einen von den Dingern. Ganz übel. Ja, toll. Will ich jetzt nicht setzen? War hier nicht noch irgendwo ein Kästchen, was ich jetzt mal aufmachen konnte? Nee. Hier vielleicht noch irgendwas? Nicht. Oh, das war auch ein lustiges Rätsel hier mit den Figürchen. Im ersten Teil. Ah, Mist. Ich kann jetzt nicht auf gut Glück mein Honig hier ausgeben. Mein Gelee Royal. Ich sage mal Honig dazu. Wo muss ich denn jetzt hin? Da stand ja ein Diener. Fragen wir den mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Eigentlich da, ne? Hm. Monsieur de Richet, you're the only one missing at the conference. Please join the guests. Ja, danke. Wo? Ah, doch darum. Jetzt kann man natürlich nicht nur 500 Miles singen, sondern auch andere lustige Lauflieder. Oh, was ist das? Nicht eingesammelt. Klasse. Nein, da auch nicht. Wo bin ich jetzt? Muss ich etwa da vorne rein? Ja, ne? Oh, Honig. Ja, bestens. Habe ich. Habe ich nicht. Da habe ich aber was. Sammlermünzen. Sehr gut. So, noch irgendwas hier vergessen in dem Raum? Da steht noch ein... Habe ich nicht. Gibt's noch? Nutzt noch immer das linken Schlüssel? Ja, gut. Oh! Super. Kann ich nicht nehmen. Ah, aber doch, jetzt noch ein Gelee. Wunderbar. Jetzt habe ich ja 2. 3 habe ich jetzt sogar. Und mysteriöse Notizen. Moment. Wo sind die? Mysteriöse Notizen. Ach, hier, das war das hier. Ah, cool. Oh, das wäre super, wenn wir die beiden Bücher noch irgendwie kriegen. Ah, toll. Also, weißt du, wie alt das Ding ist? Ich frage mich nur, wer so eine Kacke über so viele Jahre auf einem Server faulen lässt. Auch in die Domain. Ja, die Domain ist ja... Also für eine Domain bezahlt es ja nicht mehr viel. Also 2 Euro. Selbst wenn es eine Top-Level-Domain ist, lass es, weiß nicht, pro Jahr 5 sein. Ist ja nix. So, dann sind wir auf der... Wir schauen uns erstmal ganz gezielt wieder um hier. Mehr oder weniger gezielt. Habe ich genug von.
Ah, noch ein Honig. Und eine Münze. Ah, super. Können wir alles gebrauchen. Jetzt wäre es natürlich noch super toll, wenn ich jetzt noch so ein Bernsteinstückchen irgendwo finden könnte. Dann kriege ich noch einen weiteren Punkt da oben. Den letzten Satz nicht, ein paar Euro mehr. Da ist die Main HTML und das Logo alle paar Jahre mal zu modernisieren. Ja, okay. Rechenschlüssel habe ich aber nicht. Tja, schade. Hm? Amber Crystals. Ja, top. Oh, cool. Jetzt habe ich richtig viele Punkte, die ich aber jetzt im Moment alle noch nicht habe. Hey. Hier gibt's nichts. Was ist hier? Achso, das ist die Ausgangstür. Und da bin ich ja schon rum. She's not acting by design, is she? Not as your representative. But with respect to any other characteristic, I do not imagine that much has been unfolded. By all that I have ever read, I am convinced that it was very common. I don't know if you ever found what you were looking for in the garden, but Mortimer is waiting for you. I suggest you get a move on. You say it as if you were afraid of him. What frightens you so much about him? Hurry up. He's waiting for you. Kann ich nicht erkennen, was das sein soll. Ich nehme mal 2. My son, glad you're here. It seems Lord Mortimer's been waiting for you to arrive before beginning. What a pity your mother isn't here for the conference. What a pity. I hope I'll be able to see her before I leave. Ja, ja. I still have a very important letter to give to her. Feeling all right, Louis? You look like you're miles away. Everything's fine. Don't worry. Lord Mortimer wants to talk to you, Louis. Don't make him wait. Indeed, I rather believe he did. Good evening, gentlemen. Are we ready? The much-awaited conference is about to begin? That is what we have all been waiting for. I believe that Lord Mortimer wishes to speak to you before it begins. You should go and see him. Na, okay, also muss ich als erstes mit ihm sprechen. Na gut. Oh, da lag was. Haha. Ah, Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly. But what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference Natürlich must nicht. begin. Ja. And it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry. You are not alone, Louis. Very well.
Louis, let me keep you a moment. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. Mhm. But how does that concern me? Well, you see, I prepared this project with your mother. We began thinking about a crazy idea. Unfortunately, Sarah went missing before getting the bigger picture. I don't intend to stop at Louisiana. My idea is to increase the territory of the United States. Chill out, grüße dich. Ja, frohe Weihnachten. So, guten Tag, was wollen Sie denn jetzt hier? To France. Once it becomes French, Hallo Larry. France will hand it over Ja, to the United States, heute ein bisschen which vollgefressen. will allow them to double the size of their territory. Aber ansonsten geht's. And that's where you come in. France and the United Ich hoffe, du hast auch gut Weihnachten bisher feiern können und kannst auch noch Weihnachten weiter feiern. Gut. Tja. So why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately? Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, they would never sign. Manuel Godoy is perfectly aware of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Godoy would know full well that he will have lost the entire Ja, genau. Das, so ungefähr fühle ich mich auch noch. Mittlerweile geht's schon wieder, aber das war schon anständig heute. And he will have no choice but to reject the project. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchy. Do you really Genau. think they won't Hose. resist? Of course they'll fight. Fearful as they are of losing their precious Ja, wir haben ja immer nichts an But the unten. world needs visionaries. Like you. Like your mother. It's a Und ist das nicht so eingeschnitten? She only knew about a tiny Nicht so part of the beengt. project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We will have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. Plastic, Mother. Genau, Streamer ist das ganz normal, dass man Project is commended. nur obenrum ein bisschen was leicht bekleidet ist. Could you have gotten it Genau. wrong? My friends, I propose we get started. Übertrieben hast du es nicht. Das ist noch ein Kloß und eine Scheibe Braten. First of all, I would like to thank you for taking the time to Die Sitze sind aber auch genau abgezählt, wa? As per our custom, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the Ja, King of natürlich France. morgen Reste essen, ganz The klar. order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about a king of divine blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. Ja, Thank you all. I am honored to be among you today. I will strive to represent morgen gehen wir essen. Ein Kloß und eine Scheibe Braten wäre ein bisschen wenig für zwei. Eher für zwei, das stimmt. Das, also wenn man sich dann den Kloß und den Braten teilen muss mit der einen Scheibe, das könnte ein bisschen knapp werden, ja. I have a dream that our nations Für 19 will Uhr, continue naja, to das ist support doch schön. more Da kannst du ja now nochmal than richtig ever loslegen dann. before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory
may remain in peace. Thank you for the thought. Naja, ein Kloß und eine Scheibe Braten. Da ist da nicht viel mit einteilen. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the east coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow. Okay, also die wollen jetzt Amerika aufteilen. Na gut. I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the South. Kennst das Spiel nicht? Ja, es ist so ein... Duke, these savages, as you call them, were there before you. They are on their homeland. Ist so ein Conspiracy, Detektiv, Okkult, Rollenspiel im 1792 oder 1793 mit ganz viel Politik und ja, zum Beispiel George Washington dabei, Bonaparte ist dabei. Dann geht es so um die Aufteilung der Welt jetzt hier gerade oder Aufteilung der neuen Welt hier gerade. Wir sind auf einem Landsitz von dem Lord Mortimer auf seiner Privatinsel und er lädt dann regelmäßig den 18. Jahrhundert. Ja, ja, das kommt dem schon sehr nah, ganz genau, ja. France is not without fault, but that doesn't take away Spain's responsibilities. You see, Native Americans are being subjected to a veritable ethnic cleansing. Europeans are colonizing their land so that it then belongs to them. The widespread evangelization of its inhabitants will soon eradicate a multitude of cultures. You've done the same thing in South America. How far will white people go? Reservations to pin them in like cattle? Wir spielen ihn, Louis de Richard. Wir haben gerade die Mutter wiedergefunden, seine, also Sarah de Richard, die eigentlich eingeladen war zu dieser Konferenz. Und sie hat auf jeden Fall schon eine Person umgebracht. Musste sie wohl aber, so wie sie gerade uns noch mitteilte. Ist jetzt nicht mal, dass es 5 Wasserarten in dem Spiel gibt. Doch, ja, ja, Shotgun, also gibt diese Blitzpässe und so weiter. Die Frau ohne Hemd. Nee, die Frau ohne Hemd, mit der, sagen wir mal, hatten wir schon ein kleines Techtelmechtel. Die gibt es sogar zweimal. Es gibt nämlich die Emma Hillsborough und die Zwillingsschwester Emily Hillsborough. Wobei ich jetzt noch nicht mal weiß, mit wer wir drin waren. Und die Dame ist umgekommen bereits. Die gute Elizabeth Adams, Tochter von dem Vizepräsidenten der USA. Ja, und das ist unser Gastgeber, Lord Mortimer. Der ist so ein bisschen zwielichtig immer noch. Und dann haben wir eben Napoleon Bonaparte für Frankreich. Wir haben George Washington für England. Wir haben, wo ist er? Sir Holmes für Großbritannien. Oder Adel von Großbritannien. Dann haben wir von Wöllner, das ist der deutsche Vertreter.
Dann haben wir den Klerus mit Giuseppe Piaggi. Und dann haben wir, genau, Jacques Perru von der Revolutionsgarde in Frankreich. Ja. Ein Vampir, der bringt. Ja, das sieht so fast so aus, ne? Also er sieht schon merkwürdig aus, ehrlich gesagt. Dann haben wir den Manuel Godoy, das ist also von Spanien Regierungschef. Und die sind nun alle da. Tja, 2 Punkte oder 1 Punkt? We are neighbors, Duke Manuel. Remember, your main rival in Europe is more likely to be England, who is plowing the seas right up your coastline. Und jeder hat eine bestimmte Schwäche und bestimmte Immunitäten, jeder Charakter. Spain and Great Britain are already allies and have nothing to gain by breaking their alliance. Ach, sie sieht aber auch hübsch aus, oder? The omnipresence of the English fleet in Atlantic waters does not particularly please me. I must say, William, I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist fervor. Wenn wir mal die negativen Effekte darauf heben. Should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly Da kommt Scheiß raus und Co. Ja, ja, genau. weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. Wobei der Herr nicht, der Holmes ja nicht aus der Adelsfamilie ist, glaube ich, ne? Oder beziehungsweise nicht aus der Hochadelfamilie. But with friends like you, sir, I certainly don't need any more enemies. I hope you know what you're doing. Hinweissuche. Does it look like Washington isn't aware of Mortimer's plan? Not to put too fine a point on it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana being handed over to secular revolutionaries and king killers. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? Ja, ich habe da natürlich eine Meinung zu, ganz klar. Ich weiß nur noch nicht welche. Und wenn es euch nicht gefällt, nehme ich eine andere. Oh, war ja. Frankreich will die Christen beschützen. Frankreich kann die päpstliche Meinung egal sein. Mortimers Weltkarten in Erinnerung rufen. Your Eminence, have no fear over that. I am sure France Oh, nicht schon wieder. in its power to protect the Christians of Louisiana. My young friend, how Ja, can you Belesenheit, come da up ist er with natürlich such a immun gegen. remark after the discussion we had on the evening of your arrival? If France was so respectful of worship, it would not be bleeding priests as it is doing at this very moment in time. Don't be naive. This is politics. Diese Erschöpfung, die ich da gerade erfahren habe, da oben, die bewirkt, dass ich unten einfach weniger Konzentrationspunkte habe. Das heißt, ich kann sie jetzt eh nicht mehr so gut auffüllen. Macht aber nichts, weil ich eh die nicht mehr bis Ultimo auffallen kann. Ich habe nur noch einen Punkt und ein GD Royal. Ups, ganz schnell noch. I hope that you will teach this pretentious young man some manners, Sir Gregory. It looks like I won't be Ich hoffe, dass ich dann irgendwann gleich nochmal mehr Punkte hier gleich kriege. I doubt the English crown will agree. Ich versichere Ihnen, Emily, nie Preußen wird diese Vereinbarung akzeptieren. Akzeptieren. I assure you, Emily, the Prussian will never accept this agreement. Volney Ja. looks like he's set on ruining Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. That's enough, William. Und mal eine Nacht schlafen geht es? We don't care about the fate of Auf was bezogen, meinst du das jetzt, Larry? expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself. Du meinst jetzt hier in dem Spiel? Ja, gut, das regeneriert sich auch automatisch dann irgendwann. Aber es behindert einen dann doch, wenn du das meintest jetzt.
Was soll ich jetzt? Oh, da schon wieder. Das Game. Ja, also du hast schon verschiedene Abschnitte, die du dann spielst und dann regeneriert sich das natürlich auch. Zwischen den einzelnen Kapiteln und Episoden. Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos. That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Na. Are you coming with us, Monsieur de Richet? Come, Gregory. I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Tja, bleiben und Mortimer unterstützen oder mitgehen und Tom unterstützen? Ich würde sagen, ich gehe mal lieber mit. Weil er ist echt, also die Mutter hat uns ja jetzt auch noch mal gewarnt vor unserem Gastgeber hier. Und das, was ich da in diesem Kartenraum alles gesehen habe, das ist ja wirklich ein absoluter Kriegstreiber. Ich gehe mal mit denen mit. Das ist ja auch ohnehin eine Gruppe. Ich bin halt total... Displeasing you, my lord. I'd rather follow Sir Gregory. I don't think this is a place for the order. Louis? No. Let him go, Mr. President. Everyone is free to choose. Okay, also da brauche ich das noch nicht. Ja, ich kann Punkte verdienen hier mit den Gelee Royal, die man hier immer mal wieder findet. Und ich kann die negativen Effekte, also davon habe ich jetzt noch einen, das gibt 2 Punkte, 2 Konzentrationspunkte hier unten. Dann gibt es das Gold-Elixier, was eben die negativen Effekte auf diese Erschöpfung zum Beispiel oder auch andere Gift zum Beispiel kann man damit aufheben. Dann gibt es die Erdsternchen, damit kannst du vorübergehend Immunitäten und Schwächen anzeigen lassen. Und es gibt den Karmelitengeist. Damit werden keine Konzentrationspunkte fällig. Den könnte ich mal häufiger einsetzen, stelle ich mal gerade fest. Weil den setze ich einfach viel zu wenig ein. Und ich habe ja viele... Genau, da gehen wir mit. Ne? Ja, hübsches Mädel, ja. Zumal da ja sowieso schon so ein Techtelmechtel war, von daher passt schon. Aber es ist halt eine Agentin. Vor allen Dingen noch eine Agentin mit einer Zwillingsschwester. True. There is no chance of a unanimous vote. And he knows it. He must be preparing something else. What is he plotting? Tja, was hat er wohl vor? I know about his plan. What did you just say, Louis? His aim is for the United States to take the whole of the North American continent. But that is impossible. A democratic superpower. I don't understand. That has nothing to do with the coming vote. He will ask for France to take over Louisiana and then hand it over to the United States, and so double the size of their territory. Once that's done, he will just need to push a bit more, and you will lose North America to Manuel. God's blood! Has he gone mad? No, Johann. Also das, was eher hässlich ist, ist sie hübsch. Louis, I would like to thank you for what you've just revealed. If not for you, I don't know if we'd have been capable of deciphering his plans quickly enough to be able to counter him. What are we going to do now that we know about it? Destroy him. No, Ihn vernichten. you beat him at his own game, my friends. His plan begins with Louisiana, which is still yours, Duke Manuel. He will begin with you. Expect to receive an envoy, French most probably. He will try to convince you by every possible means. Whatever he says, whatever he promises, you have just one response. It's war. If war is what you want, war is what you'll get. And on your own territory, in your homes. Enough games. Spain will join the coalition against France and declare war. You too, Duchess Hillsborough. You will speak to the Queen so that Great Britain commits to going to war with France. What do you expect from the Papal States, Sir Gregory? What do you think? That they hold a mass? They will go to war, of course. What is it that you didn't understand in what I just told you? We all declare war on France. Militarily, politically, and financially.
And me, Sir Gregory? How can I help? Louis, you have won my trust. The order will have to Super. act in France, but even before that, I'm going to need you. Right here and right now. Leave me now. I have to prepare for tomorrow. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference, which promises to be most exciting. Louis, I'd like to see you a moment, please. Thank you for signing with me today. I won't forget it. I'm going to need you. Egal, man muss ja sowieso erstmal so ein bisschen das Vertrauen von den ganzen Leuten da gewinnen. I'm sure he'll try and win some of you over. He needs our votes. Now, you leave that to me. In the meantime, I must ask you to go and see President Washington and persuade him to trust me and join us. I'll do my best. You should go right away. There's no time to lose. William already has a head start on us. Very well. I'll go right away. Ja, gut. So, gucken wir noch. Oh, da ist noch ein Buch. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Das war's schon. Na super. Ich dachte, da hätte ich jetzt noch mal... Oh. Space left. I'll retrieve it later. Ja, gut, dann nehmen wir jetzt mal eben das Goldelixier hier raus. Dann haben wir den negativen Effekt nicht mehr und füllen es hier mal auf. So. Und jetzt müssen wir zu Washington gehen. Alles klar. Der Raum ist jetzt richtig... okay. Dann gehen wir mal zu Washington hoch. Oh, was ist da passiert? Hey, Peru's name tag's fallen off, and his door's ajar. Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation. I have no space left. I'll retrieve it later. Den Brief kenne ich doch schon. Karmelitengeist, ja. Prügel! Ganz viel. Eleonore, ich schreibe dir, um dich an meinen ruhigen Gedanken teilhaben zu lassen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich vermisse und wie sehr ich es bereue, nicht bei dir zu sein. Doch ich weiß, dass du tugendhaft, tapfer und sicher bei deiner Schwester Marie-Helene bist. Meine Fehler werde ich zwar nie wieder gut machen können, aber nun weiß ich, wie ich dich vor den Konsequenzen meiner Tat beschützen kann. Egal was geschehen mag, zweifle niemals an meiner Liebe und Hingabe für dich. Du musst mir glauben, dass ab jetzt alles besser werden wird. Ich werde dich beschützen, ganz gleich, welchen Preis ich dafür bezahlen muss. Bleibe du stets nur ruhig und gelassen, in ewiger Liebe, dein stets stolzer Vater. Mhm. Ja, gut. Na, wo ist er denn? Ne, nix da. Ah. Da sehe ich ihn doch. Leave me, Deriche. I don't feel like talking. Are you gonna keep sticking to me like glue? Hell's bells, I don't deserve this. There's nothing you can do for me. What's going on? Maybe I can help. Not anymore, you can't. Not against him.
but thanks for the offer. Who are you talking about? You know very well. Lord Mortimer? You talk as if you were in danger, monsieur. Has he threatened you in any way? I'm done for, Monsieur de Richet. I played with the devil, and I lost. Oh, drei Punkte. So, wenn ich das jetzt mal mit 4 mache. Uhahaha. Don't you think it would be good for you to shed your burden? So kann ich mir ja doch noch was sparen. Sehr schön. You're worried. 3 Punkte ist dann doch heftig. You're afraid of talking about it. Angst um andere hat er. You're protecting someone who is dear to you. And Ja, apparently die Tochter. you're prepared to die for that person. Haben wir ja gerade gelesen. Are you afraid for your daughter? What are you? Be careful, de Richet. Be very careful what you're about to say if you don't want to go flying off the balcony. What do you know about her? Nothing apart from the fact that you love her and you're saying goodbye to her. I read your letter on your desk. I ought to get rid of you. Perhaps I can help you. The hero syndrome. You always think you can fix things. She will be safer far away from me. That's it. What's more, no one must find out where or who she is. Is that clear? Perfectly. But why say goodbye to her? She must still need you. The only thing she needs is for him never to find her. Time is short, Louis. Follow my advice. Find your mother if she's still alive, and get out of here. Flee this damned island of doom. Are we in danger? You've been in danger Island of since the minute you Doom. set foot on this rock. Wow. He wants you. He's sizing you up. He is circling around you. It's blindingly obvious, and you, flattered as you are, will soon be running around for him just to keep your place among his precious few. It feels so good to be accepted by him. You Er sieht auch so aus wie so ein Vampir, ne? wealth, Mit den glory. Augen. He will give it all to you until one day you will All feel to so you. wrapped up inside that you will no longer know who you are. You will find yourself void of all conscience, of all freedom. You can no longer look at yourself in the mirror without feeling sick. Refuse, I tell you. From now on, say no. No! You're a good man, Louis. You look after yourself. As for me, I shall take back my freedom tomorrow morning. I'm through with it all. There you go. Back in the saddle. I'm glad to hear it. Come on. It's late. I'd like to get some rest. Very well. I'll leave you then. See you tomorrow, monsieur. Mhm. Naja, gut. Jetzt weiß man immer noch nicht, ob er sich da jetzt umbringen will. Wie die andere. Oder ob er irgendwas anderes vorhat. Na gut, egal. Gucken wir beim nächsten rein. Monsieur Napoleon Bonaparte. Oh, aber können wir was auffüllen? Nee. Können wir nicht. Aber haben wir hier vielleicht noch irgendwo... The Beaucaire dinner. It hasn't been signed yet, but there's a letter with it. Schicke ich Ihnen hiermit einige Seiten, die in den kommenden Monaten veröffentlicht sollten. Wir beide wissen, dass Sie einzig aus Zeitmangel nicht in der Lage sind, diese Zeilen selbst zu verfassen. Die Ideen sind jedoch die Ihrigen. Keine Sorge, dafür schulden Sie mir nichts. Ihr Erfolg wird mein Lohn sein. Bonaparte was going Okay. to publish a book that he didn't write. That crafty little rascal. Ja, totaler Gauner. Passiert doch ständig in der heutigen Zeit. Dass Leute Bücher rausbringen, die sie nicht selbst geschrieben haben. My dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Guck mal, konnte ich das... Oh, was ist das nochmal?
aufgenommen zu werden, muss ich sie mit das leider die Voraussetzung nicht erfüllen, um Mitglied des Goldenen Ordens zu werden zu können. Aha, der wollte also auch in den Orden, wo die Mutter und er selbst drin ist, der Diriché. Begeisterung für die okkulten Wissenschaften ist ihnen anzuschließen. Sarah Dichet. Ach, er hat also die Mutter noch eine Ablehnung ihm gegeben. Mhm. Ja, guck an. Das war jetzt hier nur der Hut, ne? Bicorn decorated with a Ja. cockade. It must belong to a French soldier. Ja, dann, Skript untersuchen. Ja, komm. Signed. That's some quality paper. And that handwriting, I'd say it's Mortimer's. Ach, dann hat der Mortimer für ihn das Buch geschrieben. Aha, okay. Hier geht ja echt... Da tun sich ja Abgründe auf. So, können wir hier noch irgendwas offen? Ne, nur ein Aschenbecher. Da geht's runter. Wen haben wir hier? Duchess Emily Hillsborough. Emily. Nö. Duke Manuel Godoy. Ja, wenn die Türen alle offen sind, gehen wir da auch rein. Da kenne ich ja nichts. Oh, was ist das? Prometheus. Punished for stealing fire from the gods. and Ja, giving ja. it to man. Der Bösewicht hat einfach das Feuer der Götter gestohlen. Das geht auch gar nicht. Aha. Okay, das können wir wieder nicht nehmen. Ah, jetzt habe ich nur wieder keinen Honig mehr zum... Oh, Schlüssel mit okkulten Luftsymbol. Oh, das ist gut. Da können wir bestimmt die ein oder andere Truhe öffnen. Manuel Godoy. A painting of himself in his room. Now that's Ah, not going to toll. help him develop a sense of modesty. Da ist Honig. Gelee Royal, jawohl. Wunderbar. The Kiss of Judas, painted by Caravaggio. This is how Judas pointed out Christ to the Roman soldiers. Can you imagine a worse betrayal? Was liegt hier noch rum? Don Quixote. Talking Don without Quixote, thinking okay. is like shooting without taking aim. Super. I'm gonna have to think about that one. Eigentlich war ich ja hier überall schon mal, ne? Aber konnte ja nicht alles mitnehmen. Jetzt zum Beispiel wieder nicht. Weil ich da nur 5 tragen kann von. Okay, hier. Oh, was ist da unten? Fragment of amber. Ah, schon wieder Ember-Fragment. Das ist gut. Maria Bernstein. Louise of Parma. Although not Godoy's true love, the queen is his benefactress according to some people. Hübsch. So, Noblesse des Schwerts. Okay, ja, auch schön. In dem Raum, nee, in dem Raum waren wir tatsächlich noch gar nicht. Hier gibt's nichts. Man muss immer so schrecklich nach oben gucken. Das finde ich ja echt. Wenn man das hier mal Charles vergisst. IV of Spain. Now there's no chance of Godoy forgetting who he owes everything to. Aha. Können wir auch nicht nehmen. Cash. Cash. Sammlermünzen. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. Ah, nee, nein, doch nicht. Hier rum. Charles IV of Spain. Now there's no chance of Godoy. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the queen is his benefactress according to some people. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. I have to think about that one. Ich möchte Ihnen die Informationen mitteilen, die unser Geheimdienst gesammelt hat. Wir können bestätigen, dass Herr Hay tatsächlich an einer Vereinbarung mit England arbeitet.
Das Ziel scheint darin zu bestehen, die französische Wirtschaft und heimlich auch die spanische zu schwächen, indem sie unsere Seehandelsrouten blockieren. Unsere Wirtschaft leidet bereits stark unter dem Embargo auf französische Lebensmittel und solch eine Vereinbarung würde den Untergang für unsere Kolonien bedeuten. Ganz ohne Zweifel werden sie zügig eine diplomatische Lösung finden. Ich erwarte weitere Anweisungen. Okay. Mary Louise of Parma. Aha. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Ja, das Gemälde betrachten kann ich mir auf jeden Fall. Something in the back here. It's a letter. Ah. See what it says. Aha. It reeks of perfume, and it's written in Spanish. Na, guck an. Godoy, you really are a little devil. Jetzt muss ich wegen dem einen Punkt hier wieder noch so ein... Ich habe ja zumindest schon mal Sprachen 2. Schwierigkeit 4 kostet mich 1. Reduziert um 3. Ja. Nehme ich da jetzt wieder so ein... Ja, komm. Müssen wir ja übersetzen. So. Let's see what it says. Liebste Pepita, es zerreißt mir schier das Herz, dass ich wieder so weit weg von dir bin. Auch wenn es für mein Land ist. Ich bin so traurig darüber, dass ich dich ausgerechnet nach diesem kleinen Streit verlassen musste. Denn du bist die einzige Frau, die ich liebe, Josepha. Ich habe es dir schon gesagt, alles, was ich habe, alles, was ich dir bieten kann, entspringt der Zuneigung der Königin für mich. Lass uns zusammenbleiben, ich flehe dich an, für uns beide und für unsere Kinder, die wir haben werden. Sei bitte nicht eifersüchtig, du bist die Einzige, die einen Platz in meinem Herzen hat. Alles andere ist nur gespielt, das schwöre ich dir. Guck an. If the Queen found out, it would cost him dearly. I'll keep it with me. You never know. Na, Druckmittel. Immer gut. Immer gut. Ja, okay. Können wir das noch auffüllen hier? Super. Top. Ja, genau. Jetzt sind wir hier wieder draußen. So. Wie rum mussten wir denn jetzt so rum? Werden wir gleich sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich rechts oder links rumgelaufen bin. Was ist das denn hier? Huh, that's me. Ja, da brauche ich jetzt nicht rein. Das werde ich wohl kennen. His Eminence Cardinal Piaggi. Als Funktion bin ich noch da? Was? Wie? Wo? Was? Als Funktion? Als welche Funktion? Also ich bin nicht eingeladen gewesen, sondern die Mutter von ihm. Wo ist er? Sie hier, ne? Seine Mutter. So. Sie ist als Mitglied des Goldenen Ordens eingeladen worden. Und da sie mir, also ihm, einen Brief geschrieben hat, das war alles in der ersten Episode, der eben so ein bisschen spooky war, etc., hat er sich auf die Suche nach ihr gemacht, um sie zu finden. Und er ist ihr dann gefolgt auf diese Insel, zu eben dem Gastgeber, dem Mortimer, auf die private Insel von ihm, in das Haus, wo wir jetzt da gerade spielen. Und die Mutter war aber die ganze Zeit nicht da. Also man hat sie nicht gesehen, sie wurde vermisst, man hat sie wohl auch gesucht, aber nicht gefunden. Und sie hatte sich dann versteckt, das haben wir gerade noch in der Anfangs hier in dem Stream gesehen, im Ende Episode 2, in eben so einer Krypta im Garten. Und sie taucht aber jetzt nicht auf, weil sie ihm, dem Gastgeber, nicht traut. Und sie hat nur in der Zeit, wo sie auf der Insel schon war, sie hier offensichtlich umgebracht, aber wohl, so wie sie selbst es beschrieben hat, weil sie es musste. Und sie ist also eine ganz arme Sau gewesen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sie ist
Man sieht es ja hier oben, ne? Also hier, also sie ist schon als Kind ganz böse psychisch mit allen möglichen. Die Tochter von dem Vizepräsidenten der USA, genau. Genau. Sie ist also ganz, ganz übel zugerichtet worden. Und ja. So. Ja, und jetzt haben wir halt auf Verlangen von dem Mortimer oder auf Rat von dem Mortimer quasi die Stelle der Mutter eingenommen. President George Washington. Da wollen wir zwar hin. Wo ist denn... Da müssen wir hin. Wir wollen erstmal da die anderen Orte hier noch aufsuchen, bevor wir da gleich reingehen. Ja, liebend gerne. Also ansonsten, man kommt ja sonst auch nicht wirklich gut wieder rein. Also es ist ja schon, muss ich sagen, es baut dann doch einigermaßen aufeinander auf hier. So, Van Wulners Zimmer, da wollen wir rein. Van Wulner ist ja der deutsche Vertreter hier. Monsieur Johann van Wulner. Wulner, oder von Wulner. Naja, gut. So, die sind ja alle noch unten. Gucken wir mal, was wir hier noch alles noch mitnehmen können. Hallo? The Great Work of the Soul by S. Madone. Pure alchemy is a thought, an art that is performed on the matter of the soul. Great alchemists work to transform and perfect the latter by a series of processes known as the Great Work. There are 4 phases to attain the ultimate in spiritual fulfillment. Ja, bestimmt. Es gibt 4 Stufen der Transformation auf dem Weg zur ultimativen spirituellen Erfüllung. Ja. Ja, eine gute Nacht dir. Vielen lieben Dank dir fürs Reinschauen, Larry. Weiterhin frohe Weihnachten und einen guten Schlaf. Während ich mich jetzt hier um 4 Stufen der Transformation auf dem Weg zur ultimativen spirituellen Erfüllung aufmache. Oh Gott. Tja, keine Ahnung. Iosis? The human soul must descend, be corrupt, in order to become decomposed. It's something like what I Achso, es sind die Titel der... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, ich müsste jetzt was auswählen, das jetzt hier... Okay, was ist denn Iosis? Achso, damit endet das. Na gut. Dann. The elevation of the soul now become perfect. Its resurrection, thanks to the action of the alchemist. Except if the alchemist has bad intentions, then it's called manipulation. Gut, The soul must be transformed in order to attain sublimation by the recombination of the alchemist. It's tempting. Ach so, okay, dann Very metaphorical. vielen Dank für den Lurk. The human spirit being the prima materia of the alchemist. Also wenn du Fragen hast, frag los. Da oben ist was, da müsste ich aber wieder einen Punkt ausgeben. Das traue ich mich nicht. Ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt... Ich habe noch einen, okay. Kann ich hier noch was machen? Durchsuchen. Ah, okay, habe ich alles schon mitgenommen. Und bin voll. Ja, gut, wenn die Balkontouren offen stehen. Oh, was ist das denn hier? Ah, guck mal, da habe ich doch so ein Gelee Royal gefunden. Perfekt. Gab es da noch was? Nee. Kann ich hier noch weiter rumlaufen? Ah. Das kann ich nicht nehmen. Schade, schade. Speichern, also sobald du das Spiel ausmachst, wird es gespeichert an der Stelle. Oh. Amber. Top. Zweite.
Zweite Emberstück. Emberstücke bedeuten, du kriegst hier unten, also diese Aufmerksamkeitspunkte, die du hier unten hast. Also die hier. Die werden mit den Emberstücken, also jeweils wenn du 4 hast, kriegst du einen weiteren Konzentrationspunkt dazu. Da habe ich jetzt 2, das ist gut. Hm. Ja, okay, dann kann ich ja hier reingehen. Ja, gut. Gibt es hier noch was zu gucken, was ich mitnehmen kann? Was ich mal wieder irgendwo habe liegen lassen oder weil ich es nicht mitnehmen konnte? Oh, nein, haben wir genug. Das ist nur ein Brief. Den haben wir schon gelesen. Nö. Okay, dann raus. Ja, dann muss ich wohl hierher. Und dann mal zu Washington. Da haben wir ja eigentlich alle wieder abgeklappert hier. Was war das jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Ah, ja. Das ist nämlich das Zimmer der Verstorbenen. Und das sieht nicht ganz so prickelnd aus, ehrlich gesagt. Hier überall, ne? Pentagramm auf dem Boden. Emilys Room hier. Das ist schon nicht ganz so toll. Und die Leiche, die da rumlag, die sah auch nicht so ganz so prickelnd aus. Und dann musste ich die sogar noch untersuchen. Da musste ich da in der Nase rumbrokeln. War nicht schön. Was war da? Moment. Naja. Okay, hier ist nichts. Dem Zimmer, genau so. Da muss da hier jetzt mal langsam Washington kommen. President George Washington. Jawohl. Also wie gesagt, also das Speicher, wenn du das Spiel schließt, wird automatisch abgespeichert. Da oben komme ich wieder nicht dran, ohne... Achso, war ich sowieso schon. Devil's Thorn. I'll keep it. Habe ich schon. Okay, na gut. Oh, was hat denn hier stehen? Hm? Locked. Tja, nix ist. Da komme ich nicht ran. Mit meinen kleinen 3 Punkten, die ich jetzt gerade noch mal habe. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to share. It is time that the United States played a more important role on the world stage. Siehst du, was soll ich sehen? Ach so, Gänsehaut, okay. Ja. So. Nein! Ach Mist. Ja, hätte ich jetzt eh nicht... Ah, blöd. Blöd. Zu schnell drauf gedrückt. Das war ja übel. Wieder ein Punkt vergeudet. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Versuche George. Es steht ja auch. Stehen die jetzt alle auf dem Balkon oder was? Was ist das denn? Oh, kleiner Schlüssel. Cool. Moment. Wenn das mal der Schlüssel für diese tolle Truhe ist, oder für das Köfferchen hier. Hm. Ja, ja, ja. Komm.
president's personal reserve of laudanum, and judging by the quantity. Ah, guck mal an. Der nimmt also nur Laudanum. There's also a letter. Noch ein Brief. Na cool. Ihn so schnell wie es mir möglich ist. Wir haben uns schon vor Ihrer Abreise darüber unterhalten, aber offensichtlich ist keine Besserung festzustellen. Ich bitte Sie dringlichst, meinem Rat zu folgen und sofort die Einnahme von Laudanum einzustellen. Ich bin bereits auf der Suche nach einem Ersatzmittel, aber ich fürchte, Sie werden nicht warten. Mit Ihrem übermäßigen Konsum setzen Sie sowohl Ihre Gesundheit als auch Ihre Chancen, wiedergewählt zu werden, aufs Spiel. Ihre Sucht stellt eine Gefahr für die Ausübung Ihres Amtes dar, mein Freund. Ich fürchte, es gibt keine andere Lösung. Sie müssen mit der täglichen Einnahme aufhören. Dr. V. Thompson. Oh, und noch ein Bernsteinstück. Da haben wir schon 3. Cool. Fehlt noch einer. Ja. Gut. Würde ich sagen, haben wir. Louis? What are you doing? Upsala. Ach, es kostet mich ja nichts. Ach, cool. Ich habe ja wenigstens Ablenkung 2. Sehr schön. As I walked by your room, I noticed the door was open. I wanted to check that no one had gone in. Genau. And what is the outcome Er of your vertraut mir ja bis auf die Tatsache, dass wir ihn jetzt da alleine gelassen haben mit dem Mortimer, dem Gastgeber auf der Versammlung, auf der Konferenz. I didn't see anyone, Mr. President. Splendid. Always safe Ja, and sound. wunderbar. Well, Noch 2 Fehler möglich. can I get you something to drink? No, thank you, Mr. President. As you wish. Well, Louis, it's getting late, and this is not my first conference, so let's get straight to the point. You are here to motivate me to change sides. I have decided not to follow Mortimer. I noticed. Every man must make his own choice. What can we say? That's the political game. And you did not commit to supporting Mortimer, so there's nothing for you to feel bad about. So, what can I do for you? Tja, kostet mir President nichts. Washington, I regret that my situation is contrary to yours, especially as I really do respect you. Me too, Louis. Let us not mix business and emotion. Understood. Ja, ne? I've just come from a meeting with Sir So, als ob sie Gregory den irgendwie vom Gemälde abgekratzt all hätten. rallying against Mortimer's project. That is to be expected. Great Britain, the Kingdom of Spain and Sicily, the Kingdom of Prussia, the Holy Empire, the Kingdom of Portugal, of Bohemia, and of Hungary. I know, Louis. I know. The coalition against France also gives me cause for concern. I'm certainly not saying that on paper Mortimer's plan seems very viable. Anyway, you haven't really said what you wanted to say. Tell me, Louis, what have you come here to sell me? You should join home. And why would I do that? Ja, weil doch, This type of meeting might be kostet familiar mich ja to you, nichts. but for me, I Etikette must habe ich ja admit, Gott sei Dank it's als all Fertigkeit the jetzt bigger for my hochgesetzt. It's only natural, Louis. But you are managing rather well for a first-timer. You've chosen the wrong allies, that's all. I hope my mother doesn't hold it against me if I made a mistake. Anyway, if Lord Mortimer does succeed, it would be no mean feat. Did he tell you what he would gain from it? What do you mean? Well, Mortimer's plan has been meticulously prepared for many years, I imagine. Of that you can be sure. It's only natural, and his plan leaves nothing to chance. No, that's what... He never commits his own fortune, let alone his reputation, since you're the one who takes center stage here. In fact... Whether he wins or loses, everything's arranged so that he comes out of it intact. Yes, You've got to hand it to him, though. He's a master at putting together a plan which puts himself at no risk. That's true. Don't worry, you can trust him. Of course.
I'll bet he's invested in a river transport company on the Mississippi or somewhere like that. It's true I had never thought about what Oh, he cool. might have to gain. Tell me what Sir Gregory has to offer that I don't already have with Lord Mortimer. Tja. Ich mach das wieder damit. Berauscht. You are a man of conviction, Mr. President. You would never make a choice that could cost the American people very dearly. If Mortimer falls, he will bring the United States down. Dann nehmen wir auch gleich hier Haven't the American people suffered das, enough? dass wir das I wegkriegen. would never do anything that would put my people in danger. Exactly. Therefore, choose your allies wisely, sir. I must admit, your arguments do make sense, Louis. Louis, you convinced me. I congratulate you for your performance, because gut. I didn't think it could happen. I merely expose the facts to you. Don't spoil everything with your false modesty now. You really were very good, and that's that. In any case, I shall follow you on this one. This may well arouse Lord Mortimer's wrath, but I must put the United States before anything else. Wie ihm der Sabber da aus dem Mundwinkel rausläuft. Absolutely, Mr. President. I shan't keep you any longer. Allow me to take my leave. Good night, Louis. Get some rest. Ja, du musst dein Laudanum einnehmen, ich weiß. Very big day. Mhm. That's one thing out of the way. Only thing left to do is wait. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Doch, darum würde ich sagen. Lalalala, da haben wir schon alles weg. I'm walking. Senor, His Eminence Hä? Cardinal Piaggi. Hä? Wo ist denn mein? War nicht mein Zimmer hier auch noch da? Achso, Moment, darum. Nee, so rum. Da ist mein Zimmer. Gehe ins Bett. Ach, was schön. Guck mal, so viele Bilder da an der Wand. Ach, da ist das Schneckchen, ja. Monsieur le Français. Ja, Duchess, ja. you're Mhm. here. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Noch. Auf gar keinen Fall. That's not what I said. Ah, by the way, congratulations on choosing Sir Gregory this evening. You surprised me. I wasn't expecting it. Why, Emily? Can't you read me like an open book? Not as well as you read me, it would seem. I'll teach you if you'd like. There's nothing I'd like more. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Ja, dann. I've seen komm. Emily. What? When was that? A little earlier, just before the conference. She was hiding. And did you manage to speak to her? She's not the same. I don't know what's been happening to her, but she's changed. I found her in a deplorable state with one of her hands cut off. She was saying crazy things, bordering on delirium. What? Did you say one of her hands was cut off? What happened to her? I don't know. Ja, auf jeden Fall wurde die Hand abgehakt, das haben wir gesehen. Also, beziehungsweise, dass die Hand abgehakt war, haben wir gesehen. Why she shot Emma? No. Unfortunately, we were unable to broach the subject. She seemed terribly upset, Emily. There's something strange going on here. She was fearful of something or someone. Excuse me, Louis, but until we see proof of the contrary, she's the one who is sowing death everywhere she goes. We are the ones who ought to be fearful. I know. No, I apologize for that remark. Who do you think she's hiding from? Mortimer? I don't know. Maybe.
Louis, I don't want to pile it on, but I would understand her feelings there. You ought to be wary of Mortimer. He's a manipulator, a liar, a coward who doesn't assume his responsibilities at all. What exactly happened between you two, Emily? You're so radically against him. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Oh, da geht schon wieder los. Come, Louis. Whoosh. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. Machen wir ein bisschen Schnee hier. Oder Eis. Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. Why isn't he with us? He was opposed to Mortimer. I'll wait and see. I'm still not sure of his position. And Duchess Hillsborough. Why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Das ist Mortimer richtig. for quite some time. It won't be easy to bring him around. I have asked Monsieur de Richet to approach him. Let us have faith in him. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. Das denke ich Yet auch, he ja. is Mortimer's strong arm in France. He knows his time has come, and I believe he is intelligent enough to realize it means he is no longer any use to Mortimer. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Okay. Ach, er hat wieder seine Vision. Emily? Emily? Are you there? Typical. There she goes again. What's with this habit of hers of taking off in the middle of the night? Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on. Ja. Na. Der Peru ist noch da. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final votes will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me reassure you, I
convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luke Manuel? Against, of course. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? Well, you see, Monsieur Bonaparte, I would rather you'd have forgotten me for a minute. William, I am sorry, but I cannot follow you this time. George? What? I am against William. Please excuse me. I cannot commit the United States to such an enterprise. It's just too risky. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My lord Duke this, and Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, Ariel. Let's end the charade. It's over. Jacques? My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Wait! De Richet, you just can't help it, can you? Stop trying to play the hero, man. Oh, das kostet doch gleich 3. Oh, nee. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I have done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jacques. You'll have all the time you need. I'm sure we can work things out. But you don't know him. Let's stay united, Jack. He's nothing without us. Really? Trust me. Tja, da nehme ich mal das. You are. You're better than that. You don't know me. Yes, I do. I know you're no coward. So give me your weapon, please. But Ja, die Schwäche ausgenutzt. Das ist I don't gut. want him to talk to me. Don't worry, you're safe now, Jack. Naja. Ob er safe ist, weiß ich noch nicht. You could have seriously hurt someone if Monsieur de Richet here hadn't stopped you. Your behavior is unacceptable. You would do better to go and rest in your apartment. My friends, we shall continue the conference later. I would like to apologize for the inexcusable behavior of my guest. We all need to recover from all of this excitement. Take the rest of the day off. Boah. So, auf jeden Fall mal Stufe 9 unten da. Ja, Stufe 10 aber auch. Cool. Sehr schön. 8 Punkte. Wow. Ja.
Da haben wir dann Stufe 2. Da haben wir dann Stufe 2. Da haben wir noch 3 Punkte übrig. Wissenschaft könnte ich noch nehmen. Da haben wir dann auch. Oder Befragung. Oder Gewandtheit. Also Politik weiß ich nicht. Machen wir das so. Wow, schön. Fast voll oder ganz voll? Das ist jetzt die Frage. I don't understand. I spoke to him only recently. Monsieur Peru has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again, it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Let us celebrate Louis's courage. He enabled us to avert a tragedy. Yes, that was very noble of you, Louis. Danke, You have danke. given us all a fine Danke, lesson danke. in courage. Thank you. He owes you his life. That's quite something. That madman deserves to die. We are providing Monsieur Peru with care, but rest assured, he is no longer a danger to himself or anyone else. I think everyone needs a little rest. Can you stay a moment? Of course. Uiuiui. Okay, jetzt kann ich 3 Manuskripte noch wieder aufschlagen hier. So, dann nehmen wir auf jeden Fall mal Gewandtheit. Dann nehmen wir Belesenheit und wir nehmen Befragung. Leider habe ich das ja hier immer noch nicht. Naja, egal. So, dann gucken wir mal, was er will hier. Louis, Was hatte ich hier? 3, I 1, wanted to okay. thank you personally. I admire what you did to save Monsieur Peru's life. Ach, You have given us all nicht der Rede a wert. Das war nur eine Kleinigkeit, den da Don't abzuhalten. mention it, my lord. You would have done the same. I was just quicker. Genau, ich war einfach nur schneller. Is a fine quality, sir. Where is he now? In his room, I've sedated him. Mhm. I'm trying to take his life again. Or worse yet, attacking one of the guests. Er hat ihn also When in sediert. despair, Mhm. Monsieur Peru is clearly a dangerous man. Ja. Tell me, my lord, can you think of any reason why he would be so terrified of you? Terrified? Calm down, that's a bit harsh. Nein, I das think he ist... was simply unable to put things into perspective. I see no reason to fear me. Ask President Washington. I don't believe I'm such a difficult friend. Having spoken to him, I can assure you that he feared you even more than death itself. Had he disappointed you in any way recently? Of course, he was on the edge. He was desperate, and it grew noticeable in his work. Our collaboration was probably coming to an end, but I certainly didn't feel the need to threaten him, ever. But without you, no more support, no more money. It was an end to his social status. If you lost, he lost everything, didn't he? No, not his life. Thanks to me, I guess. On that note, my lord, I'll be leaving you. Have we covered everything? Absolutely. Oh, Louis, one more thing, please. What a pity you didn't support me during the conference. I hope I can count on you on the day of the vote. This major project needs men like you, Louis. And you never know, right? Maybe by then, I'll see things differently. Well, thank you for allowing me to believe in that possibility, Louis. From here on, I shall make it my mission to persuade you to change your vote. Be my guest. Natürlich. I hope your arguments are very, very persuasive, because I'm not the only one who isn't on your side.
Oh, rest assured, I am working on it. Very well. I'll see you later, my lord. Konnte ich hier noch irgendwas einsammeln? Nö. Wieder um das Loch hier rum. Zack. Kehre zurück auf dein Zimmer. Mhm. Congratulations, Monsieur de Richet. You made the right decision at the conference. What can I Gerne do doch. for you? Do you have any news regarding your search for the Al-Azif? Good. You are straight to the point this time. I appreciate that. I shall allow I myself to appreciate reply it. only because we are now on the same side. But keep it to yourself. My search is over. Mhm. We have it. Tja, wo war es denn? Congratulations. You were quicker than me. Oh, don't blame yourself. You had no chance of getting the better of Sir Gregory. Well, at least I tried. So, tell me, where did you find it? Would you believe that your mother gave it to Emily's twin sister before we arrived on the island? Apparently, she asked her to hide it, and once she had done so, your mother intended to kill Dann her. ist die But Zwillingsschwester Emma, auch. Emily's sister, survived. So Gregory realized this and hid her in his apartment to tend her, without anyone knowing. When she came around, Emma rallied to Sir Gregory and told him where the Al-Azif was. And that was it. That's one good thing. Done and dusted. Is anything wrong? Oh, well, if I were you, Louis, I would be careful. Emma is still alive. And when your mother turns up, I wouldn't be surprised if she considers she has a score to settle with her. You're right. It's quite probable. I think that Sir Gregory will do all he can to calm the situation down, but there's no guaranteeing that she won't find a way of taking her revenge on your mother. However, keep it to yourself. We never spoke to each other. No. Thank you for this information, sir. Oh, don't mention it, Louis. It's we're playing on the same side now. You can always count on me. On that note, I don't want to take up any more of your time. Oh, not at all, Louis. Come back whenever you want. I'll see you later. Huch. Was sitzt der denn darum? This is Cersei. Und noch eine Münze gefunden. Sehr schön. Louis. Well done, my son. You may well have saved our lives. Who knows what that madman was capable of? It was a reflex reaction. And modest as well. Sarah would be proud of you. It's not going to help matters for Mortimer. Now he has one less vote for the conference.
I see His Eminence is able to identify a good opportunity in every situation. Now, what do you expect, Louis? The benefit of age. You'll see. You'll learn with time. Except if I find it disgusting. But even with such a setback, I'd still be wary of Mortimer. I sense he has still a few surprises in store for us. Oh, I fully agree with you. I've been told about Washington. Congratulations, Louis. I must admit, though, when I first saw you, I would never have put money on you succeeding. Well, I was wrong. Thank you, Your Eminence. On that note, I shall leave you, Louis. I see you later. President George Washington. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Huh, that's me. Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? Louis, open up, please. Coming, Mr. President, I'm coming. Louis. Ah, there you are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. Uh-oh. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Tja. Duke Manuel Godoy. I do believe that's Emily's voice. I can't understand what she's saying. Das ist aber doof. Ja dann, Moment. Dann probieren wir es doch mal von der anderen Seite. Monsieur Napoléon Bonaparte. Nee. Monsieur Jacques Perreux. Come on, for Christ's sake, Peru. Wake up! Louis, do you want something? Hier bitte. Au. Was hat er getan? You, perhaps? Oh, no, not at all. Dein Hirn wird weich. Now, we are on the same side. How can Ja, es ist schon. Aber ich finde, solche Spiele gehören dann auch immer irgendwie, wenn es dunkel ist, gespielt. Ehrlich gesagt. Alleine so vom Setting her. Tell me, what were you two doing? Nicht wegen dem Spiel, okay. Sondern. Mortimer's over-sedated him. He can't even speak. But I'm not beaten yet. I'm sure he will end up telling me everything he knows, and especially where Mortimer's hideout is.
manor must be riddled with secret rooms, and I'm sure that Peru knows some of them. Aha, guck mal einer an. You wouldn't know of any, would you? Ja doch, so ein By any paar chance? Geheimzimmer haben wir schon gefunden. Hm. Yes, I know of two. Oh, really? Louis, God bless you. There's one behind the large chimney in the portrait gallery, and the other one's in Mortimer's study. Tell me about the one in his study. Would you know how to open it? Certainly. Under his desk, you'll find a pedal which moves the painting behind. You'll see you can't miss it. Then, you just need to enter 1191 as the code, and the door will open. Oh, Louis, I will never forget what you just did for me. Ich glaube, der hat auch nicht mehr so ganz alle. Ich glaube, der wird sich da wahrscheinlich einschließen und. Ja, komm, jetzt knacken wir das mal. Ah, wunderbar. Ein Gelee Royal. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ah, ne. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen konnten? Ne. Gehen wir mal ganz schnell hier lang und dann sprechen wir mit ihm. Ah. Stinger-Videos erstellt, okay. Gegenüber Transparenz. Transparenz kriegst du doch mit allem hin. Nee. Da ist nix. Ach, da oben noch. Oh, Gewandtheit. Ja, dir auch. Eine gute Nacht dann, Larry. Vielen lieben Dank dir ja fürs Reinschauen. Genau. Lurk dich noch weg. Ah, Bernsteinstück, wunderbar. Toll, dann haben wir das auch. Top. Hat zwar einen Punkt für ausgegeben, aber gut, das war es jetzt wert mit dem Bernsteinstück. Okay, der ist total weggetreten, der Typ. So, bin auf ein Video gestoßen und die Dame dort wirkt zwar etwas komisch, dass sie vom Protokoll ablesen muss, aber liken soll, etc. Das Übliche halt. Aber erzählt dann erstmal Google braucht, um 6 Sekunden in Millisekunden umzurechnen. Okay, sich. Dann einen Taschenrechner braucht, um 6000 durch 2 zu berechnen. Ja, das Taschen durchsuchen. Ja. He's in a catatonic state. Oh Gott. Oh, ich will nicht schon wieder 2 Punkte ausgeben. Das haut wieder richtig rein hier. Ja, gute Nacht dir schon mal. Und vielen lieben Dank dann auch für den Lurk. Können ihn ja auch erst analysieren. I've seen patients after a major trauma before, but nothing like this. Mortimer has spared no effort to calm him down. Ruhig zu stellen, okay. Boah, 4 für Wissenschaft. Ah, das ist so heftig. Ja komm, da wären wir jetzt auf jeden Fall einen Punkt hier. So, das war das mal. Pupils totally dilated and unresponsive. Pulse extremely slow and faint. No reaction to any stimuli. It's the first time I've come across something like this. I don't even know how he's able to stay seated. Ja komm, dann machen wir das jetzt auch noch. I know Lord Mortimer gave him something, but even the strongest opiates don't have this effect. It's as if his body is no longer responding. Tja. Ja, dann können wir hier nichts mehr holen. So, wir wollten ja in Emilys Zimmer. Oder beziehungsweise da horchen, was da los ist. So, wo sind wir denn jetzt?
Das heißt, wir müssen hier rechts rum. Gibt es denn hier links noch irgendwas zum Mitnehmen? Bitte mal Gelee zum Mitnehmen, bitte. Nein, nein, nein. Auch keine Münzen hier irgendwie rumliegend. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist doch das Zimmer. Ist hier noch irgendwas? War schon das? Nee. Das war's auch nicht. Nein. Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Dann also hier. It's as if there were several people inside. Gut, eben mal schnell hier gucken, was wir hier noch alles vergessen haben mitzunehmen. Hier ist es nix. A letter from William the Younger addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. 2 coils circle the lock. Ich habe wieder nicht genug Heimlichkeit. Super. Oh. What on earth is... Oh. Mother? Jetzt ist er tot. How dare you do this to me? You can talk. After everything I've done for you. You are joking, I hope. Right? I gave you my life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting... Ach so, jetzt kommt das Spielchen. Ich bin Emily. Nein, ich bin Emily. Everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch. How dare you? Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot. After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot. Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Ja, genau. Warum Louis, immer come das? on, you know how to tell us apart, right? Yes, but I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Ja. Wait, I've got an idea. Ach, ehrlich? Ich noch nicht. Who was with us on the wharf? Cardinal Piaggi, who couldn't stop talking. Yeah. Louis, I already told her about our arrival. I know, because I was there. The Cardinal went up. You felt poorly, Louis, and I offered you my handkerchief. I was there. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a certain way. What happened exactly?
Well played, Louis. Unfortunately, I'm not the one you should have asked that question to. Mortimer did not welcome us. It was Sir Gregory who welcomed us that night. Mortimer didn't show up until 2 days later. I know that as well. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Before going to bed, I went for a stroll. Did we speak to each other during that stroll? You must be mistaken. After going up to bed, I went straight to sleep. But she knows all that, Louis. I already told her. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. Nee. I'll have to find something better. Oh, Richtig. I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? In the portrait gallery, we found ourselves in a singular situation. What happened to us? We both went around the manor all night like sleepwalkers, searching. And that's how we found ourselves in Mortimer's private gallery, behind the chimney. That doesn't prove a thing. I told you all that. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well, let's talk about us. Last night, when you came to my room, what exactly did you expect from me? Exactly what happened. I was hoping you would share your bed with me. What? Which I did. And it was delicious, sir. What do you mean, it was delicious? You little slut. What did you do? Believe it or not, Louis, out of fear of her jealousy, I didn't tell Emma that we spent last night together. I hate you! That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Ja, okay. Tja. Oh. It's you, Emily. No, Louis! She is manipulating you. No, Emily. Boah, das ist jetzt sowieso It's her. zwei Erschöpfungspunkte. Despite all the trouble you've gone to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut! Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now. Never! I am Duchess Hills. Zack. Emily? I am the Duchess. But You don't. Dear God, what have I done? See what you've done. See? Louis? Mother! What on earth is... Go away. You must go. Everyone is going to arrive. Louis, what's going on? Duchess? Is everything all right? Come on, Louis.
There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Madam, I am coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her. Please. Go. I'll cover you. Mhm. Mann, immer diese Familienangelegenheiten hier. Ja, da haben wir ja schon alles durchsucht hier bei Bonaparte. Mann. Good God. They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Tja. Okay, aber dann bin ich ja zumindest... Muss ja in die Krypta. Da werde ich mich mal eben hier heilen. So. So, wo geht's denn? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Moment, wie kam ich denn hier? Hier irgendwo raus, genau. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Lala. Ja, da müssen wir auch richtig sein. Jo, genau. Nee. Ja, was ist denn jetzt wieder los hier? Doch der falsche Gang gewählt. Jo. Hier müssen wir rum. So, jetzt. So, und... So. Hier noch irgendwas liegen lassen? Nee. Louis, at last there you are. Ja. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First Genau. we must... No. That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only... Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. Richtig. I know you are going to Stimmt. find this hard to believe,
But what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Oh. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And two of them are present on this island. Right, so let me guess. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No, even if Home does Nein. the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Volner to get it for him. Home and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those two. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Doch, na klar. I went beyond the Nightmare Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world Ja, over. hab ich. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? No, I didn't. Why? Good. We'll deal with it later. Ja. I came across his family tree in his study. An only son. Since the Third Crusade. The fall of St. John of Acre, Louis. The fall of St. John of Acre. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls.
History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Louis, I am proud of you. You came all this way. You found me. You have surpassed me. You taught me everything I know. Boah, dann sind wir doch demnächst noch Van Helsing hier. Auf der Suche nach irgendwelchen Dämonen. I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked, composed of 7 parts. Each one was a book in itself. Alter-Effekts installiert. Lange ist es her, dass das mal drin war. Okay. Damit willst du jetzt deine Stinger-Transitions machen? They formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before. Developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic. He was flamboyant. You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. Vor allem auch, dass ich 4 Versuche brauchte, mich bei Adobe anzumelden, weil sich die Google-Box auf der Adobe-Seite einfach zu tun hat. Na, okay. Wer war denn? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. Jetzt muss man wieder lernen, damit umzugehen. Ja, da muss bei sowas muss man immer wieder reinkommen. Logisch. Also geht mir bei fast allen Programmen, wenn ich die nicht wirklich regelmäßig nutze. Ihm zu fragen, mich von jemandem mich auszuwählen und aufzusehen. Nein. And you refused, of course. Why naturally, Louis? You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741 in Poland, 1749 in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing.
Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Oh, Mother, du kostet ja nichts, komm. take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it. I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States. Genau, das wissen wir ja. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Do you know who killed her? Absolutely not. Okay, dann hat sie nicht umgebracht. Okay. Gut, das haben wir alles. Samuel Ritter du Choix. You wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. You know, I found your package under a wharf plank. Thanks for not touching it. Naja. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that. I shall show you. Okay. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He demands that the Spanish hand over Louisiana to France. Oh, knowing him, it won't stop there. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Are you going to tell me why we're here? There. Ooh. That's why we are here. Okay. Eine Scheibe, wo was fehlt. Mhm.
So, mal Entschlossenheit werden könnten. Ja, gut, okay. Ja, das ist dann halt so. Oh. Och, Mensch. Wäre jetzt gerne Stufe 11. Reassure me, we're not going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Ja, jetzt in Anbetracht der Uhrzeit werden wir jetzt mal auch, glaube ich, ja, wir sind auch schon eine Stunde drüber eigentlich, zu Salation raiden. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf den Endscreen. Ich sage schon mal ganz lieben Dank fürs Reinschauen, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, für die Follows, für die Raids. Ganz, ganz lieben Dank euch. Das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Jetzt geht es ja noch um Dämonen. Hilfe. Freue ich mich drauf. Ja, ich denke nachher, also wieder so gegen 23 Uhr, werde ich dann weiter spielen da drin. Und dann gucken wir mal, was dann so weiter hier los ist. Bis dahin gerne mit mir raiden, einmal zu Salation, die ja den nächsten Teil quasi unserer Weihnachtsbeschallung macht. Gerne ihr den Teleport reinhauen, lieb grüßen. Ich werde auch noch mal ganz kurz mit reinschreiben und dann werde ich dann gleich noch mal eine Runde mit meinen Hunden gehen. Genau. Mach Men los. Nee, Men mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt gleich noch mal mit Hunden. Ja, wir raiden sie und dann, ja, wer noch nicht followt, dann gerne auch da ein Follow hinterlassen. Ich sag bis bald. Ganz lieben Dank euch nochmal. Baby und tschüss. Gute Nacht euch allen.